jetzt... Oh, Moment. Ganz kurz. Ja, okay, ich bin live. Habe ja lange nicht mehr gestreamt, das habe ich mal aufgepasst. Das hier ist jetzt übrigens nicht der neue Spielstand, keine Sorge. Sondern nur mal, weil ich mal wissen wollte, konnte man eigentlich nur vorstellen. Man konnte keine vorstellen. Deshalb war ich da etwas, habe ich mal da kurz reingeschaut mit Charaktererstellung. Ja, endlich könnte man sagen. Ja, sorry, ich bin ein bisschen müde. Endlich! Oder zumindest irgendwie am Strecken, war ich mich gerade eben. Und endlich geht's mal mit Technomancer weiter. Yay. Das liegt jetzt auch daran, ich habe jetzt endlich mal meine kompletten Prüfungen alle abgeschlossen. Von der Abendschule, habe ich schon mal erwähnt im Stream, glaube ich. Nicht im Technomancer Stream, und ich glaube auch nicht unbedingt im Orbit Stream, sondern irgendeinem anderen. Und ja, das heißt, jetzt kann ich erst mal wieder öfters gegebenenfalls streamen. Zumindest heute werde ich vielleicht so am Stream sein. Mal schauen. Morgen wiederum wäre das dann höchstens immer nur ein Stream, aber und dann spiele ich was anderes vermutlich, weil ich nicht streamen werde. Dann Stormblood kommt raus. Also das neue Final Fantasy 14 Addon, und ich bin da doch ein relativ aktiver Spieler, das Wort. Zum Ende habe ich jetzt nicht mehr ganz so aktiv gespielt, was allerdings so daran liegt, wenn man so sieht, dass ich mehr oder weniger fast alle, ich sag mal, standardmäßigen PvE-Sachen Heaven's Ward gemacht habe. Ich habe sogar schon mit einer Rennern-Truppe mal Tor dann extrem gelegt. Und das ist wirklich mit einer der schwersten Prüfungen. Beziehungsweise könnte ich ja schon teilweise sagen, die Prüfungen zählen als Art Raid, allerdings nicht direkt. Also sage ich doch mal Prüfung dazu. Auf jeden Fall einer der mit schwersten Prüfungen von Heaven's Ward ist das ja. Wenn man nur 190er Gegenstandsstufe braucht, 190 oder? Ja. Aber trotzdem ist die Idee von den ganzen Mechaniken her ziemlich hart, sage ich jetzt mal. Havana habe ich natürlich auch schon geschafft, ist man auch. Sephiroth müsste ich dann irgendwann mal noch nachholen. So viel gegebenenfalls auch noch, das soll sogar einfacher sein als Sephiroth. Ach und Sorban dann natürlich auch noch. Und sonst die jetzt den richtigen Raid, was jetzt Alexander angeht, das ist natürlich auch eine gute Frage. Ob ich das mal wiederhole, weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall irgendwann mal Bahamut komplett schaffen will. Da habe ich wenigstens jetzt schon mal den ersten Bahamut Raid durch im Laufe von Heaven's Ward und kann jetzt quasi auch schon in T9 rein. Also in den 9. Raid von Bahamut rein. Ja, wenn ich das mal weitermache, weiß ich nicht. Auf jeden Fall jetzt kann ich mal neue Inhalte machen. Ich meine, das andere, mehr oder weniger, hat man ja schon alles mehr oder weniger erfahren. Na gut, ich habe jetzt den Astrologen nicht gespielt. Ja, ich bin eben nun mal kein Heiler, sage ich jetzt mal. Den Astrologen würde ich höchstens wirklich gerne wegen der Story spielen, von der Klasse. Das wäre mit der einzigste Grund, oder der einzige Grund, weshalb ich den Astrologen gerne spielen würde. Weil da bestimmt mehr Lore über Schalayan und so weiter man rausbekommt oder in Erfahrung bringt. Aber das kann man ja immer noch nachholen. Und ja, morgen geht's dann mit Stormblood los. Das einzige, wo ich ein wenig Bedenken habe, wie das dann mit dem Kampfsystem ist, weil es da die Fähigkeiten ein wenig verändert. Da werde ich nochmal schauen. Da will ich dann mal sehen, wie das so ist. Ja, was getrunken? Aus einem Glas diesmal sogar. Hast du fast gehört? Ja gut, genug von diesen Informationen. Jetzt erstmal Technomancer. Ich weiß nicht wie lange. Auf jeden Fall, wenn nicht so lange, dann würde ich danach natürlich, also würde ich den Stream stoppen und danach wieder was anderes streamen. Bei Kyria Chronicles vielleicht auch nicht unbedingt. Vielleicht auch Morrowind dann. Das muss ich noch schauen. Da will ich noch schauen dann. Ich kann sprinten? Sprintus? Hä?
Ich muss jetzt hier mal was herausfinden. Kann man hier irgendwo die Boni sehen, die mir Gefährten geben? Frage ich mich jetzt gerade. Weil das ist jetzt gerade. So sehen das wie alles klar. Okay, es gibt physischen Schaden durch plus 2. Wisst ihr, dass das ziemlich GG ist? Das ist aber wirklich einfach nur nice. Wirklich nice. 250 Gewicht. Danke, dass mein persönlicher Paket ist. Fokus. Apropos Phobos. Hast du noch gar keine Ausrüstung oder so etwas? Hol ich die Überfluss der Datenuniform? Schweißung machst du da? Na, eigentlich eher der Soldatenhelm. Hätte ich den gerne gegeben. Aber dann erstmal ist die Schweißmaske, klar. Ein einfacher Arbeiterhose, da könnte ja die ASC-Beinschienen oder die Soldatenuniformhose tragen. Ich glaube, ich würde ihm eher die Soldatenuniform. Okay, die ASC-Beinschienen oder die Elektrizitätsdefizite erstmal die. Und das so normale Arbeiterschuhe. Da kriegen sie dann erstmal die Soldatenstahlstiefel. Schweren Stahlstreitkolben geht auch hier gleich den schweren Stachelstreitkolben. Ja, das ist besser. Ja. Hier weiß ich nicht, ob ich die dann so schnell mitnehme. Die haben weniger Lutscher. Ich will ja erstmal. Was will ich denn jetzt eigentlich machen? Ich will, glaube ich, erstmal mit einigen von den Leuten hier reden. Hello, Amelia. Hey. You know I'm mad at you, right? You realize what you did to me? You stole my rover, took me to that strange city, and left her in the middle of nowhere. I know that you were nice to me, but still. Dandolo wants me to bring your rover back here. Now he's just showing off. At least he knows how much a machine like that one is worth. Unlike you do realize that my rover dates back to the settlers? I cared for her like a mother, maybe even more. Bring her back to me. She's got sentimental value and she's all I have left. In the meantime, I'll go find the tools to repair her. And I'd also like to talk to you in private, if you don't mind, regarding what you discovered in Ophir. Okay. What do you think of Scott? You know him well. Know him well? That's an exaggeration. He doesn't actually say much about himself. Most of the time, he's on his own planet, and before he gets back down to Mars, well, we lose radio communication. He's nice. He regularly checks in to see how I am. He used to bring me gifts when I was young, but he can't help commenting on the chances I take and all. It pisses me off. I like him, but he's not my father, I mean. What do you think of Phobos? I don't really know what to think of him. He must have had a horrible life. He's a mutant, and we all know how they are treated. And you know, that liberation story, that mutant nation thing and all, freaks me out a little. He's very smart, however. I sometimes even have the feeling that he can guess what we're thinking. What do you think of Nisha? She's stuck up. She was pretending to be a princess in Ophir. Here, she's the boss. Like, I've got a lot of experience, and you don't know anything. Pisses me off. And she seems to forget that she wouldn't have gotten out of Ophir or gone on trips without me. Silly girl. What do you think of Andrew? Besides the fact that he still has to fucking square it with abundance, he isn't too bad. Street smart, and his being a smuggler gives him an edge. But he isn't into me, and I'm not into pining over a guy who doesn't bother to look at me anyway. Okay. Interessant. I bet you know the slums very well, given it's where your shed is. Well, yeah, and so what? You must know the place better than I do.
I know that you used to be a rogue before, despite a few old, unfortunate shacks that collapsed. It hasn't really changed. It's a sort of ant farm where derelicts who can't afford to live elsewhere pile on top of each other. And there's a lot of ants. Ich glaube, das hat mir so schon mal gefragt. You must have traveled a lot. Could you tell me more about what you discovered? You know, when I'm being sent out to explore, it's for prospecting. I drive around, take samples, map out the area, that kind of thing. I discovered 2 mines last year. We'll put them into service once we connect them with the shadow paths. Wow, it doesn't sound as exciting now that I think about it. But I don't care. Despite all of this, I can go almost anywhere. I see landscapes that others will never see, and sometimes I stumble across amazing places. I'm not doomed to remain under a shell of metal. Das hatten wir sie, glaube ich, alle schon mal gefragt, so was das soll. Tell me more about you growing up. What's there to say? I was a ward of the state in Abundance's centers. It was lonely and, you know, the other kids were assholes, but I gotta tell you, those times my dad returned from his missions, and I got to see him, best times of my life. Wait, what? I thought the reason you'd been placed in a center was that your dad disappeared. Who the hell told you that? No, I was real young when they took me away. My parents were always off on missions, and someone had to take care of me, you know? I don't even remember living with them. Honestly, I don't want to talk about it. Sure, sorry. Yeah, of course. Besides your rovers, what else makes you happy here, Amelia? Nature. Not the bugs or animals and stuff, but the landscapes, you know? Sunsets, mountains scraping the sky, red water trickling down the hills in the spring, gray lichen floating in the morning breeze. Back in Ophir, I used to take the rover out before sunrise just to take it all in. Always managed to put things in perspective, you know? How small we all are. Amelia the poet philosopher. Who'd have thought it? Why you gotta be a smartass? Aha, I'm not. I was being... just never saw that side of you. The passion. Makes me want to take a rover out before dawn tomorrow. Well, let's go together. I've always wanted to share it with someone. Okay. Are you seeing anyone at the moment? What, you mean a boyfriend? No, not right now. You applying for the position? I mean... Look at your face! You can't even come up with something to say. Listen, you don't look half bad, soldier. Won't take too much for me to cuddle up with you at night. Okay. Das ist ja schon fast so schlimm wie Atomizer. Müsst ihr euch übrigens das Video zu Atomizer von Game 2 anschauen. Einfach GG. Habe ich glaube ich schon mal erwähnt, oder? Das ist gerade gar nicht, wie ich schon mal erwähnt habe. Was? Hello, Phobos. Hello, Zachariah. What can I do for you? What really happened with your mother? I must say I didn't understand much. That stone? The police's arrival? My mother was helping me as much as she could to carry out my mission. She would provide me with information, sometimes hide mutants on the run before they could leave the city. She was a wonderful woman, Zach, but someone turned her in. Fiorello heard and raced to get me out with your aid. Though how I yearned to save her, to get to the slums to warn her. But I knew I could not. You, though, could. The stone was a token of recognition. She knew what it meant. If she was turned in, she had to leave as soon as possible. And if she couldn't, the drawing was made with an ink made of jellyfish venom. But why give her that poison? I didn't want her to die, Zach. I loved my mother. But I knew what the ASC would do to her in their jail. If they caught her, she needed a way to avoid being tortured. Wir haben hier immer so ruckelt. Nicht mal woanders hingehen erstmal, bevor wir mit denen weiterreden. Hier, das da unten, glaubst du nicht ruckeln.
Übrigens will ich außerdem auch nochmal schauen. Hab ich wirklich die besten Grafikeinstellungen eingestellt? Schadensanzeige. Okay, eigentlich brauchen wir die Schadensanzeige nicht unbedingt. Kann das so keine machen. Aber ich habe das jetzt so gelassen. Und jetzt hatte ich das auch so. Video. Ultra, ja, okay. So, jetzt nochmal Fokus. Hello, Phobos. Hello, Zachariah. What can I do for you? When did you discover that you were a mutant? The first symptoms of mutation appeared when I was very young. I must say that I can't really remember very well. My mother noticed them, and she taught me how to hide the marks, even though I think that I didn't know what it meant. She was hoping to keep me close to her, but as soon as the first marks appeared on my face, they spotted me out right away. I will never forget my arrest, how violent they were toward my mother. I was just a kid. I was sent to one of the farms on the outskirts of town. That's where I learned what it meant to be a mutant. What's the Mutant Nation? You created it, right? It is a little overblown, but I was one of its founders, among many others. Of course, other mutants were living outside the city as runaway slaves, hidden here and there, stealing whatever they could find in order to survive. A small community had settled in Noctis and benefited from the hospitality of the merchants, who allowed them to move around freely. However, we did not have any way to defend ourselves or plan a future. We were all spread out. A few of us decided to get together. We found a place, a very unique one, and we soon started doing it up, bringing in equipment and erecting houses. As for me, I especially wanted to free as many brothers and sisters as possible. So I went back to Ophir, and I realized that nobody cared about mutants, especially if they didn't look very smart. I began to help dozens of them escape. And our nation soon began to grow. There are a lot of us now, and I hope that all mutants will be able to live there someday. What can you tell me about Ophir's mutant pen? You saw for yourself. Violent slave drivers and harsh work conditions have reduced mutants to beasts, to the point where even some find themselves yearning to be petted. I do not hate humans, you know that. But when I think about that place, I feel outbursts of hatred. I would like to break the walls and see my brothers and sisters get out of that hell. Someday, I think that I'll do it. I'll destroy the pen. What does Noctis represent for you? It is the city of our allies. Without it, Mutant Valley would have probably never come into existence, even if some of them think the opposite. This town is welcomed and still welcomes many runaway mutants. Here they can free themselves from the servile state they were in. Noctis is somehow the freedom school for many of them. Of course, it remains a human city, and segregation is sometimes present even if it is not official. And I don't completely agree with Dandolo's decisions, but overall it is a place that I love that boasts of mixing everyone together, of bringing all philosophies into dialogue with each other, and of welcoming the hopeless. What do you think of Amelia? She's an interesting young and courageous woman, but Abundance brainwashed her. As long as she hasn't completely cut ties with the corporation, she will remain wary of everything, of anything foreign. I think that she has some pity for us mutants. That's more generous than what humans usually give us, but we don't need pity. We are a new people, not a gang of monsters regretting who they were. Maybe she will come to realize this. She is not stupid, and when it comes down to it, she has a thirst for freedom despite all the brainwashing she went through. What can you tell me about Andrew? He is a hurt man. He hides his suffering under a cynical and detached attitude. But he lost way more than his arm, even if I do not know what it is. If you could help him heal his wounds and become what he ought to become, you will discover without a doubt that he is a very giving friend.
and maybe he will be less bitter. What do you think of Nisha? She's an unusual woman, Zach. She was locked up, tortured when she was a child. She managed to get out of the situation, and despite what she went through, she went back to Ophir under a false identity. Believe me, you have to be strong to do that. She is the best possible spy. She helps us as much as she can by providing us with vital information on the slave transfers so that we can go free them. And I know that Dandolo respects her a lot. But watch out. She is far from being the sweet and smiling young woman you met in Ophir. She is brilliant, generous, and she can also be merciless. What do you think of Scott? He's a great scientist, most likely a very good doctor. Is that it? Something bothers me about him, Zachariah. No doubt he appreciates you a lot. I learned that he went through a hard time, but I have a feeling that his sweet eccentricity is hiding something. But I don't know what, therefore I won't say anything else. Fokus ganz interessant. Wie soll ich sagen? Zachariah, you look good. Better than I. As if that was hard to accomplish. What do you think of Phobos? He's an interesting character, no doubt about that. He shows great intelligence, which shows that mutation doesn't affect cerebral faculties, at least the first generation. And to a certain extent, I understand his desire to improve the mutants' living conditions. We are terribly. However, I think that he is going a little... Ja, okay, das hat er schon gesagt. Also zu ihm haben wir schon zu den Kräften gebracht, okay. Das sind die Sandsegler. Hey, there you are. Your meeting go well. As well as hoped. Thanks. Then let's get down to business. You know who I am. You know my past. You know what little I have left. What are you gonna do about it now is the question. You gonna use what you can against me? Or let me carry on with the small life I've managed to build? What happened that day? I had a surge. A big one. One even the Masters never saw coming, literally. Before they even knew what was happening, I electrified everyone and everything around me. It screamed like thunder from my body, before the ceiling itself finally collapsed in on me. I woke up in the infirmary without an arm, surrounded by all those powerful Masters who stood there shaken, whispering, their eyes still filled with fear. And everything went dark again, and I woke up in a sand sail. Why aren't you with your family? Right, my family. They were small-time merchants. I'm sure real proud their son was gifted with Technomancer and was joining the school. But they were also scared as shit of me for the same reason. We're all scared of what we don't understand. It's why so many fear us both. Not that I'm sure any of the Masters even asked them to take me back. It was more important to them that I disappear for good, to hide what happened, keep the illusion of their infallibility intact. Also, to hide the fact they had people among them who had the power to take down entire buildings. No, I had to go. In some ways, they even did me a favor. And you never tried to reconnect with them? Even after you got free? No, I looked for him. Even tracked down my father. He was just this old man. Didn't even recognize me. And if he did, he'd probably just hate me for what I've become. A crippled outcast, not something you'd put your pride in. So I let it lie, just walked away. What about your gift? I thought people died if they didn't use their fluid. It's a myth. There are rogue Technomancers out there. Not a lot, but a few. They know how to control their fluid surges. Probably the only thing that piece of shit Marcelo could take credit for. He introduced me to one of those guys, and after that, I learned to control it the hard way. The irony, no?
I'll never be a Technomancer now, but I control the fluid better than any of Abundance's masters. Not for power, just to make sure my own brain doesn't fry. What have you been up to since you left? What have I done? Well, after spending 10 years of my life as a slave trying to pay that piece of shit Marcelo back for what he called my debts, traveled in his luggage hold, did his dirty jobs, whatever he needed to get his business going. Carried crates, drove sand sales, shoveled sand, ran errands, but mostly just picked his customers' pockets. I traveled a lot, though, if I'm going to find any silver lining in it, and have earned my damn place here in Noctis. Even if the price of that has been rarely sleeping in a real bed or reading a book that wasn't about accounting. I want to help you. What can I do? Some things can't be healed, Rogue. Like that scar across your face. I'm guessing you got it the day I lost everything. And was reduced to a sad, broken, armless shadow of what I might have been. Some things can't be healed, but most can be mended, friend. Let me ask around. It might be a long shot, but maybe you'll find a new reason to call yourself lucky again. We'll find someone who can lead you back to your gifts. I promise. I may be bitter, but I'm no less grateful. Thank you, Zachariah. A little show of kindness goes a long way. Oh. Gefundener Freund. Beziehungsweise Gefährtenquest. Ist der Notfallzeit okay. Das ist ja, das wird bestimmt eine Nebenaufgabe sein. Mein Freund. Ein Weg, damit Ento seine Fähigkeit zu Ah, bestimmt hier natürlich das Blatt fragen. Warum nicht? Der kennt sich damit vielleicht aus. Tabellen mit mir nicht, kannst du nicht sprechen? Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Zach, perfect timing. You remember Abby Goodman, friend of mine you helped before? Yeah, of course. Is she really your friend, or all just part of the cover you had going on? No, no, she is. She's a spy for Noctis too, though. She's actually been working on something for me and finally managed to get some info I'd been trying to get. What information was that? I spent a part of my life in a rehabilitation camp after my arrest in Ophir. It was the worst time of my existence, and I've always wondered how I'd ended up here. Who had turned us in? We were just a group of street kids. We would steal food here and there, but we weren't dangerous. However, we were arrested and deported to a camp like hardened criminals or terrorists. What happened followed me for many years, until I learned that an important member of the Vori clique was responsible for the deportation of dozens of people. Most of them were innocent, but a nuisance for the mob. I want to find that guy. I want to know if it's he who got us deported. I want to understand why, and make him pay. For me, and my companions, of course, but also for those poor people who hadn't asked for anything. I'm sorry, but I can't come with you right now. I see. Could you tell me more about Noctis? It's a wonderful city when you come from Ophir like me. You can meet people from all corporations, but especially merchants, thieves, and mercenaries. All these people were born outside a caste for the most part. They have a different vision from us of what a city should be like, and you can feel it. For them, a city is above all a place of exchange, of rest after their travels. That's where they find refuge after a hard time. That's where they make serum or lose everything.
Noctis breathes way more than Ophir ever will. It is a city where all opinions have a voice. It is a far more creative and cherished city than any other corporate city. Every citizen would be ready to fight for it. Not because we order them to do it, but because it is their refuge. And without it, they wouldn't feel at home anywhere else. Ich frage mich jetzt gerade, ob wir das nicht auch schon mal gehört haben. What's in the nearby canyons? Does Noctis use them? Sure, they're mostly used to navigate from the city to the rest of the world, but also serve as a defensive hardpoint. Any enemy of Noctis would be left vulnerable while going through the layout of the canyons. I've heard that some groups have hideouts there where they store treasures. That's surely a myth. On the other hand, I know that you can find colonial ruins in poor condition there. Are you okay with Amelia? She doesn't like me much, does she? That's okay. I mean, I still really admire her talent and her courage, even if she doesn't see how deeply abundance has manipulated her. But I'm not worried. She'll be better off in a city where she's got freedom and people who respect her for who she is, not what she represents. She's strong. She'll be fine. You've known Phobos for a while. For some time, yes. But we don't see each other very often. Our respective roles didn't allow us to spend time talking together. He's a wonderful person. He's intelligent. Aw. And he's a loyal... You've known Phobos for a while. For some time, yes. But we don't see each other very often. Our respective roles didn't allow us to spend time talking together. He's a wonderful person. He'll free his people, I'm sure of it. He's a forward thinker, Zach. He's intelligent, and even if he suffered a lot because of what normal people like us did to him and his people, he never gave up. He never sank into hatred. He hoped to build their nation. And he's a loyal friend. We are lucky to have him with us. What do you think of Scott? I think that he hides his suffering behind his madness. He's a fallen genius, but under the thick skin that is his madness, you can see a unique spirit glowing. He cares a lot about you. I even have the feeling that you're the only one he has. Take care of him. I know that his heart is still with abundance, and that gives me pause, but you can only see the friend in him, almost a father. Let me manage the rest. You're close to Lucky? Okay. I've known him for a while, yes. Since he managed to break away from his master. He was a real scumbag, you know? The merchants are not all as well-intentioned as Dandolo is. He really had a rough time, and it's made him bitter. But he can be so charming. I like him a lot, even though I wonder whether sometimes he needs a friend more than a fling. What can you tell me about Dandolo? He's a complex man, Zach. Not the type to sum up in a few words. He's smart, warm, generous, and completely dedicated to his city. But he's also very manipulative, and he can sometimes be coldly pragmatic. That scares me. I love him like a father, and I don't really want to see him lose himself in his power like many others have. How the hell did you go from being an artist in Ophir to a spy in Noctis? Less of a stretch than you think. After all, a good lie, like good art, has to be close to your reality, right? Truth? I was an orphan. Parents did die, and I was on the street and got sucked into a gang. We all got arrested pretty quick and ended up in a rehab camp. Swore I'd die there a couple of times because I wasn't gonna let them brainwash me, and they didn't take too kindly to that. I took the beatings, but got to keep my mind. Then, the day came. Noctis attacked. They freed a lot of us and brought me here, took care of us, gave us a chance to have lives again. So, I felt like I owed them something in return, and offered to go back to Ophir as a spy. Good thing, too. Otherwise, who would have torn you out of Victor's grip and brought you back here? You always been alone? Or never had anyone you cared about? You mean guys? Why? You the jealous type, Zach. Afraid of some competition? Scared you won't measure up?
There was one guy, Nick. I was only 10, but I was head over heels for him. He died in the rehab camp after we were all deported around the same time, though. Other than him, couple flings here and there, but nothing much more serious than that. You asking because you heard the rumors in Ophir that I'd sleep with anyone wearing a medal? No, I was just... I did what I had to do, Zach. To do my job. Never cared about those guys. That's the truth. You just did what you had to do. You miss making music? I miss performing. I mean, I still sing for myself here and there, write new lyrics when I feel inspired. But the moments I shared with my audience, it was so intense when I felt everyone humming with me. How about you sing for me? Maybe another time. But I'd love to. There's something intimate in sharing your art, like sharing your soul. It's why I feel like music can unite people across corporations, on opposite sides of wars or causes. It's simply beautiful. And in between the notes, our differences seem to disappear. The second all this ends, I'll get back to it. It's what I was born for, and I'm not one to deny destiny. Okay, das ist jetzt, wie soll ich sagen, interessant. Was ich jetzt interessant finde zum Beispiel, überhaupt eigentlich alles davon ist interessant. Aber, was auch jetzt sehr interessant ist momentan, so, warum sie jetzt nicht mit der Aufgabe hat für mich. Ich hoffe, ich bekomme die Aufgabe irgendwann wieder. Nicht, dass die jetzt komplett weg ist. Und ja, was ich auch noch jetzt ein wenig schade wieder fand, ist, dass der eine Dialog aber nicht komplett übersetzt war. Ich sag's mal so, ich hab's verstanden, weil ich Englisch einigermaßen, wie gesagt, kann, zumindest wenn ich es höre, dann verstehe ich es meistens recht gut. Oder relativ gut, und wenn ich es lese, noch besser. Aber ja, dass man jetzt leider auch nicht so schnell übersetzt und wiederholen kann man den Dialog natürlich auch nicht. Also sorry dafür. Zachariah, you look good. What do you think about Andrew? He comes from Ophir like you, and he could have become a Technomancer, but he had an accident. I remember, yes. You know that I was the one who had spotted his abilities and had taken him to school, as I did for you? I thought that he was dead. That's what I was told, that he was dead. I shouldn't have listened to them. He looks perfectly alive now. Yes, but he lost an arm during the accident, and he can't use Technomancy anymore. How so? That's ridiculous. Technomancy has nothing to do with arms. It is all in the head. You just have to... let me think. Yes, I think that with... yes, that's it. With a full Technomancer kit, I would have the parts needed to create a bypass on a classic prosthesis. I would need my notes to do that. Your notes? I studied Technomancy as well. Anyway, from a scientific standpoint. Scott. Yes, I will... No. Schnellspeicherstand. Nee, ich war gerade etwas vorhin raus. Ja. Habe vielleicht schon gemerkt, dass ich mein Mikro benutzt habe. Ich glaube, ich werde mal kurz auf K gehen. Ja, ich bin mal kurz auf K. Bis gleich.
So, da wäre ich schon. Schönen Plätzer. Zachariah! Ich habe jetzt den Dialog nicht so neu gestartet, weil ich jetzt nicht alles lesen konnte. What do you think about Andrew? He comes from Ophir like you, and he could have become a Technomancer, but he had an accident. I remember, yes. You know that I was the one who had spotted his abilities and had taken him to school, as I did for you? I thought that he was dead. That's what I was told, that he was dead. I shouldn't have listened to them. He looks perfectly alive now. Yes, but he lost an arm during the accident, and he can't use Technomancy anymore. How so? That's ridiculous. Technomancy has nothing to do with arms. It is all in the head. You just have to... let me think. Yes, I think that with... yes, that's it. With a full Technomancer kit, I would have the parts needed to create a bypass on a classic prosthesis. I would need my notes to do that. Your notes? I studied Technomancy as well. Anyway, from a scientific standpoint, obviously. I have never thrown lightning bolts, and I can't do it physically. Moreover, those kits wouldn't suit me, I'm sure. Scott, you studied Technomancy? Yes, and I had conducted in-depth research on the way in which your neural network expressed its static charge throughout your equipment. But all this is old. I can't remember it all, and I left my notes in Ophir. I won't have any trouble helping that boy if you bring me my notes and the equipment. You wanted something else? No. Thank you, Scott. I'm gonna try to bring all that back. Okay, das heißt, für ihn müssen wir jetzt nach oben. Ja. Warum nicht? Naja. Das bin ich mal gleich beschreiben. Ja, aber gut. Dann würde ich jetzt sagen, ich gehe jetzt erstmal. Ich habe mich ja gerade eher, kann ich jetzt vielleicht sogar direkt noch viel schon mehr? Krass. Das Laser-Interface gelangst du mittels deines Fahrzeugs schnell mal Einsatz zu anderen. Irgendein Ziel dort raus. Ich habe ja, wie viele Gebiete man hier noch bekommt. Also jetzt so 4. Was macht das? Jetzt wirklich einfach cool. Wir reisen über den Untergrund sozusagen nach Noctis. Das ist wirklich cool. You care about saving those folks. What have they ever done for you? It's not what they've done. It's who they are. They're my family, and I won't abandon them. I don't get it, but sure. Okay, das sind die quasi die Schattenfarben benutzen. Im Untergrund. Überfluss, beziehungsweise nicht mit Überfluss. Flug. 4. Den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Hey there, you from Noctis? Don't seem like a merchant. Yes and no. Here on a private matter. You by any chance know the underworks? Well enough. Even here, there's rules that forbid us to go to certain parts of the city, but in these tunnels, they become little more than technicalities. I'm looking to get to the Technomancer's chapel. There's an entrance in the crypt, but I don't know how to get there. Well, I can show you the tunnels under the source. Once upon a time, I used to smuggle merchandise through there. Remember hearing about some magical gate down there, too? I take it it's the kind of gate only your kind can open? Yeah, I've run into a few of those along my travels. I'll show you on a map. Be careful, Mr. Technomancer. The tunnels have always been guarded. Now it's probably even worse. Word is that the ASC's forced its way into the chapel's main entrance. I'm gonna need another Technomancer to help me open this gate, or find another way in.
I'm sure it won't be easy, but thanks for the help. It's gonna do a lot of good. Good luck. Good luck. Diese Zusammenstellung, eine Werkbank da hinten. Die Börse und da kann man die Technomancer Ausrüstung finden. Also eine Sturmheuschrecke, okay. Sehr interessant, jetzt sind wir also hier. Ich gehe mal noch nicht da lang. Ich gehe mal jetzt erstmal hier lang. Da, hier. Links ist die Werkbank. Ich glaube, meine Brezel kann ich erstmal gar nicht essen. Aber jetzt vielleicht nicht bei der Werkbank was machen. Ne, die haben nicht. Das wird auch nicht. Genau, hier. Waffe? Okay. Ah, verstehe. Ich würde sagen mal das hier. Hübsch. Jetzt kann ich das hier upgraden. Der schafft, es könnte ein Schadensupgrade bekommen, entweder. Oder eins für kritische Treffer. Oder eins, was unterbricht. Ich gebe ihnen einfach ein Schadensupgrade, wo das ist. Den Griff gebe ich vermutlich vielleicht ein Unterbrechungsupgrade. Zweites Unterbrechungsupgrade. Ja, warum nicht? So. Schild. Auch eigentlich gar nicht. Entu hat einen. Der hat einen Keule. Hat das nicht ausgerüstet. Eisenhammer. Da kann man halt gehen. Mensch. Ihm kann ich so den kritischen Griff geben. So, das mache ich auch. Zack. Hübsch. Was hat er eigentlich für eine Rüstung? Ah ja. Er hat eine schwere. Ich meine, er hat ein einfaches Hinterhalt. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Das ist schon gar nicht gut. Okay. Er kann natürlich auch ausrüsten. So. Ach hier, ich wollte noch für Phobos was herstellen. Für Phobos wollte ich noch die Rüstung etwas verbessern. Vor allem die Rüstung hier, die genau, diese Datenform. So, Widerstand gegen Unterbrechung, Schutz für physischen Schaden. Nochmal Unterbrechungsschutz, nochmal physischer Schaden. Nochmal Unterbrechung, nochmal physischer Schaden. Ich würde sagen, Widerstand gegen Unterbrechung. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das kann nicht so gut unterbrochen werden. Dann vielleicht entweder nochmal Unterbrechung oder dann diesmal physischer Schaden. Wenn ich mir Schutz davor. Ich glaube, ich gehe da auch nochmal. Oh ne, ich gehe da für physischen Schadenschutz. Zack. Gut. Die SC-Hose. Was ich da noch anmachen kann, entweder für Schutz für Giftschaden, auch Unterbrechung. Hier so wie physisch. Oder Elektroschaden. Gebe ich jetzt noch schon mal den Hammer. Hä? Ja, du kannst nicht den Hammer einsetzen. Aber vor allem Technomancer. Ah, der Hammer braucht 2 Stärke, glaube ich. Ah, das ist natürlich, das ist ein wenig bescheiden. Der braucht sogar 3 Stärke. Uiuiui. Okay. Das ist wirklich nicht sehr gut. Schon gar nicht gut.
Was soll ich jetzt mit dieser jetzt so? Ich muss mal kurz mit den Fähigkeiten aufgehen. So, Explosiv. Mächtiger Flächenschuss. Verstehe. Der Gegner in der Nähe unterbricht und Musos machen kann. Erhöht Überhitzung deutlich. Das ist gar nicht mal so, wie ich das dachte, dass das dann dahin fliegt und dann explodiert, sondern quasi ist das für die Nähe gedacht. Okay. So, ich bin mal kurz im Menü und machen wir noch ein Mikro ein wenig zur Seite machen. Jetzt will ich erstmal ein Rätsel. Ich glaube, da mute ich mich auch mal kurz.
So, da wäre ich. Ja, das heißt, doch, ich war auch kurz mit AFK. Teller wegbringen und so weiter. Wer ist mir hier wieder? Also der Explosivschuss lohnt sich ja jetzt doch nicht so sehr, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich hatte da jetzt eher an was anderes gedacht, aber ja, vielleicht in Nahkampfsituationen. Mal schauen. Ja. Schon kein ausbluten lassen. Das ist sehr. Hier könnten jetzt vielleicht so noch Maulwürfe sein. Was ist das? Aber eine Firma. Weitermachen. So, hier soll es jetzt irgendwie eine besondere Heuschrecke geben. Das sieht nicht so besonders aus. Ich glaube, das war jetzt ein ziemliches Hit and Run, sag ich mal. Heuschreckendrüsen vergibt die Sturmheuschreckendrüsen, okay. Ich weiß nicht, ob man das dafür annehmen. Das muss doch jetzt weghauen.
Unfortunately, this is beyond my skill level. Nicht mehr lange. Ich jetzt einfach erstmal die Oberjacke. Jetzt ausgerüstet, sehr gut. Hübsch. Gutes Leder, gutes Metall. Technomancer. So, was kann ich hier eigentlich geben? Sonst sieht er jetzt erstmal die Oberjacke vielleicht nicht unbedingt. Fast das schwere Handwerkerhemd. Kann er anziehen. Ja, ich glaube, das nimmt er erstmal. Das Hinterhemd. Das ist besser. Sonst kann er auch noch hier die Startuniform-Hose tragen. Was die Schuhe angeht. Okay. Aber da Schuhe weiter. Aufgabe. Hello, Phobos. Hello, Sam. Ich will gar nicht reden. Das würde ich machen. Wegstecken, okay. Befreie die Händler. Findest kurz forschen über Technomancer für den Buchmacher in der Arena. Okay. Für den Technomancer ist es dort, okay. Befreie die Händler. Das ist eine Hauptaufgabe. Ach so, ja, ich weiß, welche Hauptaufgabe das war. Würde hier zu kämpfen, glaube ich. Das mit den Händlern. Wozu zählt das mit den Händlern? Weil ich dann vielleicht noch nicht mehr. Ach, hier. Ja, dazu zählt das. Ja, das ist ja so alt jetzt schon. Ich frage mich, ob es jetzt hier auch neue Aufgaben gibt. Mal schauen. Okay. Das ist nicht so einer so viel wie hier kann ich schon am Kampf lernen. Ein Roach. Sandwich, da ist der Buchmacher drin. Was ist die? Hier werden es kurz Forschung über die Technomancer. Okay. There he is! Get him! What? Ungefähr so ein Tool jetzt geben. Jo, kriegt er die jetzt erstmal. Elektrizität zwar nicht
so hoch, aber echt glaube ich. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Noch einer Soldatenreform. Ja. Ja. Ich muss jetzt hier. Ja, da lang. Mann. Ah ja. Das können so welche von den Defensiven sein. ASC-Typen. Da waren glaube ich so wirklich welche von den ASC-Typen. Garnisch ist der Punkt, ist okay. Gut. Auf jeden Fall hier ist jetzt. Do we know where to find the professor's notes? Not really. Just gonna need to search around. Scott's got his own style of organizing stuff. I just hope this trip isn't gonna be a waste of time. I would believe the professor when he says he can do something, despite his apparent madness. Okay, das ging einfach. Die Aufzeichnung. Das hier kann ich jetzt auch knacken. Jacke. Perfekt. Nice. Später sollten wir vielleicht auch etwas mal benutzen. Wenn ich die schon habe. Moment. Jetzt normale Übung für Soldatenuniform. So, besser. So. So. Ach, die Arena habe ich ja ganz vergessen. Gerade. Ja, das kann man später immer noch mal machen. Muss jetzt nicht unbedingt direkt zur Arena gehen. Ich will jetzt hier lang gehen und dann da. Ja, ich hoffe, das wäre das. Beste Möglichkeit, um erstmal da anzukommen. Angriff von ihm. Perfekt, okay. Also wir bald schon Level up. Das ist gut, da kann ich gegebenenfalls. Ah, nee, Moment, ich will nicht alle oder da ab, hätte ich den gerne Ausdauerfleisch gesteckt, um mehr tragen zu können. Was habe ich denn hier momentan eigentlich? Das sind diese Punkte. Habe ich auch Kraft 3, merke ich gerade. Ausdauer wäre natürlich dementsprechend schlecht. So. Zeig mir, wie ich ein Schloss knacke. 200 Goldstücke.
Unfortunately, this is beyond my skill level. Ja, ich habe das falsch ausrüsten lassen. Nein, meiner Meinung nach ist das keine Ausrüstung für Chemieschalen, wenn man hier einfach überall ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie extrem tolle Sachen drin sind. Hi ihr. Jetzt kann ich das aufpassen. Also nicht schaffen. Weil, ja. So. Au! Ich muss ausweichen. Aber einen hatte ich auf jeden Fall noch erwischt. Flachklingenaxt, was ist denn das? Ist das eine Art Streitkolben? Ja, das ist cool. Das ist gut. Das kann nämlich sogar Dingsmus tragen, glaube ich. Dafür wir es sogar tragen können. Das ist momentan besser. Deshalb gebe ich es mal. Axt. Ja. Okay, Gegenstand gefunden. Okay, schade. Schade. Jetzt natürlich an wo. Offiziersklingenschild. Ja, das sind sozusagen schon die besseren Leute. Sag ich jetzt mal. Boah, sorry. Jetzt hier öfters mal. Allein wenn wir schon auf dem Xbox kommen. Sean was right. Can't open this door without another Technomancer. Ja gut, aber das ist jetzt etwas blöde. Das ist jetzt die Tür. Da geht es natürlich zur Börse, wo man noch Technomancer Ausrüstung finden kann. Da ist betritt die Kapelle. Für eine Technomancer Ausrüstung. Da. Wir gehen mal dahin. Ich glaube dort ist es. Ist überall solche Schlösser. Ich glaube dort ist es sagen wir jetzt mal nicht sicherer, allerdings okay, so. Oh, meine Technomancer Handschuhe. Okay, haben wir auch die normalen Handschuhe. Hier hätte man jetzt ein Offiziersklingenschild. Den Stachelschild. Stachelschild haben, weil ich das ist ja sowieso fast nicht verwendet. Hi.
immer so viel Ausrüstung? Serum. Ich hätte jetzt eine Soldatenplatte und alter Schwede. Uiuiui. Die können wir übrigens Phobos sogar geben. Glaube ich. Dass wir genug Stärke haben. Genau. Dann kann man ihr nämlich auch das ganze andere Verstärkungszeug geben. Aber ich glaube, ich beim nächsten Mal machen. Ja. Okay. So, jetzt gehen wir hier lang. Haben wir aufgeräumt. Aha. Fiorello, Top Goodsman, Show Goodsman. Was ist denn Team Qualitätslieferung? Fokus aus? Okay. Was wird das? Für die Musik ihren Strom geschickt. Theater für den Buchmacher. Ja toll, das ist die Kapelle. Hahaha. Wie soll ich das denn? Wie ist denn das möglich? Komm, ich würde schon einen Technomancer machen. Oh, Traitor! Get him! Einfach Probleme. Zeitzeugs. Gesundheit. Eine werde ich auch nicht irgendwie mal abschießen oder so etwas, für die können ja nichts dafür. Was heißt abschießen? Ich meine nicht töten oder so etwas, weil die können, wie gesagt, das sind einfache Soldaten und so. Okay, es sieht vielleicht nicht unbedingt einfache Leute, aber schleichen. Steuerung. Toll. Will ich eigentlich rein. Leute, wie war denn nochmal schleichen, bitteschön? Alt. Ah, alt, okay. Sorry. Ja! Get him!
hätte schnell speichern sollen. Ja. Ja, ich hätte schnell speichern sollen. Ja. Ja, ich hätte schnell speichern sollen. Ja, habe ich ja schnell speichern. Oh, okay. Das ist gut. So, dann mal hier hin, oder? Ich weiß leider nicht mehr, was genau der Typ mir da im Rücken gesagt hat. Kann ich ihn aufklettern? Das ist mal cool. So kann man es auch aufnehmen. So ernsthaft. Gut, mussten wir jetzt nicht über das andere Teil das hier betreten. Das ist natürlich auch nicht so schlecht, muss man jetzt hier machen. Wir haben eine ziemlich direkte Methode jetzt genommen haben. Jetzt vielleicht auch ein wenig, was ist denn eigentlich ein Ruf bei Dingsbums momentan? Freundlich, zur Armee auch freundlich, zu dem gut. Überfluss natürlich feindlich. Position, richtig, glaube ich. So, Metallkomponenten, wie ist das? Kann ich das sperren sogar? Okay. Perfekt. Kriegen wir dann jetzt vielleicht die Ausrüstung? Ein Abbau ist okay. Finde die Technomancer Ausrüstung. Eine Technomancer Uniform. Das Gott zum Tragen die Ausrüstung. Okay. Fortunately, this is beyond my skill level. Nächste Uri-Jacke. Da. Zack. Hübsch. So. Dann hier eingezwungen. Wird auch mit der direkten Methode, nicht mit der direkten Methode. Aber gut. Scheint uns noch keine Nachteile eingebracht zu haben, zumindest. Zumindest noch nicht. Das kann ich gar nicht mal öffnen. Okay. Jetzt natürlich auch nicht lang. So. Da. Aufsperren. Ob die hier sind. Ja. I'm here to free you. You and all the others. We must go, though. Now. Ah, Zachariah. My faith in you was not misplaced. Come on, we're going to take you down!
They're coming, Zachariah. Go! There's a dome hidden in the desert. One spoken of in the tablet you brought me. Find it. You won't get away! They're here. Lead our kind through the crypt. Save them. Come on, guys! I won't leave you. There is no time to debate. Go! For God's sake. How? Great Master. No. Go on. I will help him. And tell Andrew. I am sorry. But Flee, Zachariah! Protect our kind! Move, you idiot! They're overloading them! Mhm. Eigentlich sollen wir ihm helfen. Feel sadness for that old man. Noble, strong, caring. I cannot imagine what you must feel. But do not let that slow you, or he may have sacrificed himself for nothing, Zachariah. Ich war Connor ist mit uns zu Fuß gekommen. Was sehr interessant ist. Wow. Wie sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Okay. Okay. Ja. Was soll wir jetzt eigentlich machen? Technomancer war geflogen. Sollen wir da hingehen? Können wir doch direkt zur Börse. What the fuck? Wären wir uns selbst zu dem Technomancer Kurs, weißt du vielleicht? Ich meine, das war jetzt eine noch mehr verstärkte Ausrüstung, wie der eine hatte. Ich glaube, das war sogar der Dingsfuß. Interessanterweise. Der Hunter, den wir einmal in Gruppe hatten. Ja, das war jetzt schon sehr außergewöhnlich, wie ich finde. Dass der jetzt gestorben ist und der Meister Connor scheinbar auch momentan nicht mehr lebt. Warum zumindest gefangen wurde, keine Ahnung. Ja, ich fand das jetzt wirklich erstaunlich, dass jetzt der Meister, der Großmeister Technomancer tötet haben. Vielleicht hat das sogar unsere direkte Methode. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht war das vorgegeben. Storymäßig. Ja, war schon recht krass. Ja gut, es war jetzt nicht so krass inszeniert wie jetzt vielleicht beim Mass Effect. Das gebe ich gerne zu. Aber schon einigermaßen inszeniert, sage ich jetzt mal. Vor allem, dass dann der Großmeister sich auch noch überlädt.
Also von selbst aus überlebt. Wieder Serum. So, wir sind jetzt wirklich da. Take this elevator straight to the sand sails. From there, the merchants will take you to Noctis. Are you the legendary city of the merchants for real? Amazing. But what about the other Technomancers who escaped the ASC too? Are they going to be able to? Talk to the merchant running the sand sails. I'm sure he'll be able to help them too, and they can join us in Noctis with other caravans. Zachariah, thank you. What would have happened to us without you? Maybe immense, okay. Warte, bis die Rohre repariert ist. Aber noch gar nicht mal was mit den Rohre gemacht. Das hat auch was bei der Suche nach der Erde zu tun. Gefundener Freund. Zoologie. So. Gehe ich jetzt mal zu diesem Wortbereich bevor. Ach so, ich verstehe. Wie der Hase hier läuft. Hier wäre es dann also hier hingegangen. Wenn ich den Weg hier gefolgt wäre. Das ist interessant. Das ist relativ interessant. Vielleicht sollte man langsam eine Stufe-Aufstieg machen. Und das sind diese Händler. Ich kann hier so mit Gott jetzt schon reden. Zachariah! I have the parts for the prosthesis. Now I have the parts, but what will I do with them without a quiet place to work, Zachariah? I mean, honestly, am I a magician? No. Talk to me about it once we reach Noctis. Ein Zauberer? Nein. Das ist aber immer wieder so vor. Das ist schon vor. Wieder zumindest. Ich mache erst die Maximal, das machen wir nicht höher. Und hier, was gebe ich ihm da jetzt sogar für eine Fähigkeit? Ich würde hier gerne weitergehen. Da gehen wir noch hin. Den Weg hier nach oben. Zu den Schutzfeld um dich herum, das all deine Verteidigungswerte erhöht. Das ist natürlich nicht schlecht. Diese Magnetrüstung. Allerdings mache ich jetzt doch erstmal. Gehe ich dann jetzt erstmal hier entlang, besser gesagt.
Okay. Dass der Boden wiedergewonnen werden kann, wenn ein Gegner nicht mehr bezweifelt wird. Wir haben das ja alles ja schon abgequält, wenn ich glaube. Hier ist auch was, das mir die Flüssigkeitssachen noch erhöht. Hier nicht. Ja, Gauner eben. Stab kann man vielleicht noch mal weitermachen. Wann weiß ich nicht. Ich mal schauen, weil das eine ist. So, dann erstmal nach Noctis zurück. Für den Moment. Je nachdem, muss ich mal schauen. Bin ein wenig. Karaya, the great hero of his brothers, has returned triumphant. Amazing, against all odds, against a city. Bravo! But I don't see anyone resembling the great master. Is he... Dead. He sacrificed himself so we could get out. Oh, so sad. Truly. Well, please tell your colleagues, your brothers, they are welcomed here. Let them rest and regain their strength. I can only imagine what the ASC put them through. And without their great master, they must feel lost. On top of it all, feel the void for a leader among them. No? What are you getting at? Just simply that, as their hero, it might be in their best interest for you to fill that void. I don't purport to understand how these things work among your kind, through a vote or drinking game, but you've earned it. They need you to pull them back together after what they've been through. And to have a unified group of Technomancers among us to serve would be valuable beyond imagination. Think about it. I'll think about it. But now's not the time. We need to mourn the fallen. Ja, unsere Zeit. Mehrere wahrzunehmen und Anführer der Technomancer. Meister. Statt dann Bruderbericht, Brüder MV, fertig, okay. Das war kurz. Hilfe der Technomancer. Hilfe schon gegoogelt, gut. Nimm mal kurz aufnehmen. So, jetzt bin ich wieder. Sorry. Nur wieder mal ein wenig AFK gehen. Aber das ist nicht zu schlimm. Ja, also der Dandolo, der Händlerprinz,
hat nämlich das wirklich schon angedeutet, wie ich das dachte. Wie gesagt, ich spiele das ja komplett mit, aber ich habe ja auch gesagt, das schreit teilweise nach einem neuen Großmeister, dass der Alte jetzt gestorben ist und ja. Ja, hahaha, Mann. Ja, sorry, der Treu aus hörst du da, der hat mich irgendwie angesteckt. Aber ja, das hat sich wirklich sogar bestätigt, dass der das jetzt vorgeschlagen hat, dann Dodo. Hey, wer Dodo der neue Großmeister? Wie wär's? Elite Technomancer, ein Elite Technomancer, ein Technomancer Meister, ein Technomancer Meister, okay. Was wir ihm beischecken da? Ein Warenverwalter, okay. Will ich irgendwann mal sprechen. Erster Stock. Ist noch ein zweiter Stock? Ach, dann Dollar. Ah, natürlich. Hier. Okay, ich habe keinen Plan, wo jetzt überhaupt dieser Technomancer ist. So, erstmal egal, das ist jetzt auch wichtig. Zachariah, you look good. Better than I. As if that was hard to accomplish. I brought you back what you asked for. Oh, you found the ostrich egg cream. No, but I found your notes on Technomancy, and I found a full kit. For Andrew, the prosthesis. Ah, yes! The prosthesis. Give it to me. No. It shouldn't take me long. Roughly a few hours, just enough time to go through my notes. It would go even faster if you gave me a hand. You really didn't remember to bring me any cream. That's too bad. So 6 Stunden lang helfen, was Gott 12 Stunden lang allein arbeiten lassen. Very well. I'll help you. Pass me the prosthesis. Wir helfen So, mal. Scott, success? Of course. These kits are rather easy to adapt to a prosthesis, and it's given me ideas. You see, we could produce prostheses with an electrical transmission system, even for non-technomancers. We would just have to... May I? Here. I'd prefer if all those people weren't around. Let's go to a quiet place. Hey, watch out! Oh, you bought it? Don't worry, I've already messed you up enough. You got me. You know, not using Technomancy requires even more control, mastery. I'd completely forgotten this feeling of relaxation, peace. Welcome back to your people, Andrew. Thank you very much to both of you. It's so strange. I feel like I'm a new man. You're welcome, my boy. Have fun. Ja. Das wäre damit fertig, diese Aufgabe. 1, 2. Hey, Hey, back. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gefragt habe. as a merchant, you must have traveled a lot. What amazing places have you visited? Well, when I was a kid, I lived in Ophir, a place you probably know better than me. But with Marcello, the merchant to whom I belonged, we mostly traveled to Shadowlair. He knew a number of technomancers, including renegades, and used to sell them equipment found by looters. It's an old Baroque city, with dirt-poor slums. As strange as it may sound, corporations' big cities all look the same in the end, beyond the few differences they flaunt. As a merchant, Well, when I was a... He knew a number of technoman. As strange as it may sound, corporations' big cities all look the same in the end, beyond the few differences they flaunt. Oh, okay. what can you tell me about Noctis? It's a free enclave in a world dominated by dictatorial corporations, created by merchants in order to facilitate the exchange of goods from everywhere. It's become a place that also welcomes refugees from all walks of life. I love this city. You can find anything you want. Mercenaries, preachers, craftsmen, all kinds of merchants, princes and thieves. And don't get me started on the extensive variety of artifacts from all around the planet.
It's quite mind-numbing, but it's the place where everything is possible, far from the yoke imposed by corporations. What should I know about the Caravansary? It's the heart of Noctis, the home of the Merchant Prince, and the place where all the merchants' important transactions happen. That's where they decide on the trajectory of the main cargo routes throughout the planet. Historically, it's also the first place out of the corporation's reach on Mars. I like the place a lot. It's very peaceful compared to other places, and the architecture is splendid. The Merchant Prince has a taste for luxury. I could have spent 10 years there. I bet I would smile a bit more than I do now. You've known Nisha for a while, haven't you? Not that long. I've been on the road most of the time for the last few years, and I've run into her a couple times. I've been in Noctis for about a year now. She's a wonderful woman. Courageous, driven. She's ready to risk her life for the city. Personally, even though I love Noctis, I wouldn't do it. She's generous too. But she has her own wounds, like all of us. She's full of anger sometimes. I think she has a few scores to settle. You know that she's from Ophir too? What do you think of Amelia? That sometimes the way she speaks would make caravan drivers blush. But she's a great girl. Brave, talented. Too bad about the way Abundance brainwashed her. What do you think of Scott? Did you know I met him in Ophir? When I was a kid. He was my family's doctor, but I have a feeling he's gone completely crazy since then. He was already a little strange, but now he's completely nuts. That's too bad. He's a great scientist. Do you know Phobos well? Well, kind of. I've run into him several times, yes. He heads a wonderful fight, and I truly hope that he succeeds. The corporations have exploited and squeezed everybody way too much, the mutants in particular. It's time for all this to stop. He's a great actor. I saw him play a simpleton with terrific aplomb, whereas he's one of the most intelligent men I know. What do you know about the mutants? Which ones? The ones who were locked up, mistreated, considered to be mere beasts by the corporations? Or the ones who live freely on Mars's surface? I was thinking about the free mutants. They're almost all former slaves, you know. In the end, there are only a few of them who were born outside the corporations. But they managed to quickly build a culture to make the planet their own like no other human had done before. They don't see the Martian environment as hostile, but more as a land of countless opportunities. They're actually aware of the fact that they will never go back to Earth. It's become their home due to the circumstances. What else can I say? They're courageous, ready to fight for their brother's freedom. Some of them even want to get rid of the humans from what I've heard, which I can understand. I respect them a lot. You know the merchants. Even though knowing a few individuals doesn't mean that you know the group they belong to, getting rich is their main focus. And some of them behave like assholes to get what they want. But this doesn't apply to all of them. Most of them are intelligent, opportunistic, and pragmatic. But they're also more open-minded than the corporation's citizens. Your job, origin, even being a mutant doesn't matter, as long as you bring them business. You have it in for them, the Technomancers, don't you? It's true. I must say that they didn't put their best foot forward last time I saw them. All they managed to do was hide their inability at the price of my enslavement. I love technomancy, and this extraordinary feeling of freedom and power it gives you. But those who practice it for the corporations have a real issue. Whether it be for Abundance or Aurora, they can't help hiding ridiculous things. Twisted rituals, and keeping a people they despise out of their little schemes. Maybe there's a reason for it, don't you think? You probably know better than me, but it doesn't make them look nice. What can you tell me about the people of Noctis? We're free to say anything and everything. You still think way too much like a member of Abundance, where the population pretty much has the same opinion.
Here, people come from everywhere. Most of them used to be misfits, criminals, or simply eccentrics who didn't fit in back home. You find merchants, the offspring of the city's founders, hitmen from Aurora, dissenting workers from Abundance, or beggars from Alliance. And mutants, of course. This mix sometimes creates problems and tensions, but as long as everybody works together to protect Noctis, all is well. Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Scott, was hat der denn jetzt eigentlich bekommen? Moment. Was geht jetzt noch das Ohr? Der kann scheinbar auch gar nicht mehr jetzt die anderen Waffen tragen, nee. Er ist jetzt direkt ein Technomancer. Das ist interessant. Gut, das ist nicht unbedingt gedacht. Dem Jeffrey das Helm geben. Die Aurora Technomancer-Maske. Dann gebe ich ihm so die Flüssigkeitsregeneration, weil ich kann bei Elfenschauer noch angreifen. Ich habe leider keine Technomancer-Sache. Also Teil. Ich finde vor allem die Prothese cool gemacht. Wirklich, die wirklich so fortschrittlich. Das finde ich richtig genial. Kann aber trotzdem quasi Blitze sozusagen schießen. Weiterleiten. Das finde ich nicht schlecht. So ziemlich GG. So, du mein Junge. Das ist die Soldatenfußplatte. Das Wichtigste muss diese Reinschienen geben, oder? Jetzt hat er die. Ja, soll hier erstmal eine Uniformhose haben. Zack. Und das soll dann Fokus bekommen, nämlich. Statt der ESC-Beinschienen. Da ist die Soldaten-Beinschienen. Mehr geben. Fokus ist quasi unser richtiger Tank, könnte man sagen. Ja. Gut, wie viel haben wir jetzt eigentlich an. Alter, das ist nicht so. Muss auf jeden Fall wieder da so einiges recyceln. Wie viel Items habe ich eigentlich? Die haben jetzt 662, okay. Ich würde deshalb erstmal noch zu Händlern gehen. Weil wir haben da ja irgendwie so einen Warenverwalter. Deswegen können wir ja mal kurz gehen. Heißt du Warenverwalter, wenn du nicht verwaltest? Mann. Na gut, dann gehen wir erstmal zu den Kaufmännern. You, sir, just came at a fortunate time. I just stocked new merchandise. I need some information. If it's about anything you see in here, I'm happy to help. Otherwise, not sure I have what you need. Technomancer. So, das ist nix, okay. Verstehe, er verkauft Gebrauchsgegenstände. Die brauchen wir momentan leider nicht. Gebrauchsgegenstände. Da ist. Hier nicht auch über ein Kaufmann eigentlich? Da. Das ist ein Kaufmann, ja. Da ist auch noch ein Händler. Ich gehe mal erstmal noch zu dem Händler da. Das ist eigentlich. So, da ist Melvin Monster, okay. So, erstmal da lang. Zack, zack, zack. Go on. What do you think? I didn't really get a good look, but I noticed they seem a bit lost here. Are you sure they're Technomancers? Absolutely. My cousin works for the Prince, and he swears by it. 100% real Abundance Technomancers. I must confess, I thought they'd be more intimidating, and a tad bigger, too. Ja, natürlich. Prince did well. They're excellent recruits.
Could you imagine if they swore allegiance to Noctis? We could finally openly defy the corporations. Bisschen vorsichtig sein. Welcome, welcome. What's your pleasure? What are you looking for? Gezackten Krummholz. Ja, und eine Sichel. Was soll ich momentan eigentlich für Waffen? Frage ich mich jetzt. Ui. Verstärkter Kupferumwickelter Stab. Wäre natürlich nicht schlecht. Ich weiß, die Unterbrechungspistole wäre auch nicht schlecht. Problem ist, die macht zu viel, also mehr Schaden. Aber dafür keine so hohe Abkühlungsgeschwindigkeit. Das finde ich nicht so toll zum Beispiel. Deshalb nehme ich lieber weiterhin die Pistole. Vielleicht ändert sich das sogar irgendwann mal noch. Starre Streitkräfte habe ich hier. Der Hintermantel eben. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich für ein Deutsch habe. Ich nicht. Habe ich dann einen Krummdeutsch oder habe ich einen anderen Deutsch? Welchen starre Stab habe, weiß ich. Ich weiß nur nicht, dass das abgebrochene Rohr besser ist. Gut. Ich habe mich hier teilweise gerade. What? Wie kann das besser sein als so ein Stachelstab? Aber gut, das ist besser als ein Stachelstab. Hier habe ich einen Zack-Krummdeutsch, okay. Sicher würde ich auch nicht unbedingt gerne haben. Weil sicher sieht eben dann anders aus. Wenn ich mir jetzt mal das hier betrachte. So, durch. Das sieht nicht schlecht aus. Naja. Erstmal. Wichtigst muss ja eine Rüstung holen. Ein Tool. Wenn ich hier so erstmal meinen Stab anpassen könnte. Das abgebrochene Rohr. Zack. Schafft. Dem kann ich ein Schadensupgrade geben. Unterbrechungsupgrade. Oder kritische. Trefferchance. So scheiße ich das gar nicht. Ich finde, dass mir der kritischen Trefferchance sieht nicht schlecht aus. Und doch. Das muss sein. Mit. Okay, ein Schadensupgrade. Quasi so ein übelsten Knüppelwasser. Jedenfalls auch ein Unterbrechungsupgrade. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ein kritischer Treffer. Upgraden noch. Fall auf Crit gehen wäre vielleicht eine Möglichkeit. Nee, Moment. Schaden. Schaden. Ich glaube, darauf will ich dann doch eher gehen. Aber das war jetzt ein Unterbrechungsteil. Ja, schwer. Unterbrechung und Crit. Oder wir gehen wirklich voll auf Schaden. Ich glaube, wir gehen eher voll auf Schaden. So. Ja. Sieht ganz cool aus, wie ich finde. Ja, das waren 3 Unterbrechungsupgrades. Interessant. Okay. So geht das schon. Stachelstab recycle ich jetzt mal. Habe ich gut Material bekommen. So. Jetzt erstmal zu dem einen Hinterwagen noch. Ach so, Moment, bei dem Hinter war ich auch schon. Der andere, hinter den ich suche, ist ja da. Okay. Ich weiß, wir haben noch gar nicht, also noch lange nicht die ganzen CQD-Aufgaben abgeschlossen. Weil da hier ja auch noch einige sind. Das wird allerdings bald der Fall werden. Muss ich mich schon etwas ranhalten. Das ist ein Enter? Ja, das ist ein Mutant. Was will ich denn mit dem reden? Das Niveau war nach Noctis bringen, okay. Hey there. What do you want, human?
I took the rover all the way down into the canyon. Unfortunately, that's where I hit a wild ostrich, and now the thing won't drive. Heard you might be able to help get it back here. And why exactly would we want to help you? We who are just monsters to you and your kind, even here. One of us was just lynched. And what did your kind do about it? Nothing. And when we are sick, what one of you would help us even in fair exchange for serum? Why then, answer me, would we help you now? You said there was a lynching. Tell me about it. Maybe I could help. The last time a man helped a mutant, it was only to bring a chair to help him reach the noose. And those that didn't participate watched, and did nothing. Who were these men? It was those crazy, religious zealots who hate us. Believe we have no souls. If we want the prince to do something, we need evidence. Same goes for handling it ourselves. But all we have is the body of our brother. We won't punish an innocent. We are not like them. Not all humans are like that. Maybe I'll have some better luck asking around. I'll look into it. Ich weiß, ich hätte jetzt auch perfekt per Charisma das machen können. Allerdings habe ich mir jetzt gesagt, why? Du kannst doch die Aufgabe machen. Ich glaube, das würde auch ein Technomancer ja machen. Ist der quasi den Technomancer Weg mehr verstehen. Wird auch natürlich auch den Gaunerweg erwähnt, aber vor allem auch den Technomancer Weg erwähnt. The most exotic goods on the planet. All here, in one stall. Und ja. I just need information. The only information I have is about my goods. Okay. Das ist jetzt ein Sichelmesser. Was anderes als ein Sichel. Ja. Stahlrohr, gucken, wie viel Stab. Ich dachte, den kann ich nicht holen. Oder nicht benutzen und haben. Sorry. Toll. Oh. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oh, Technomancer Handschuhe. Maske eben, kann man so unten her. Zweitmarke eben. Ah, hier ist die Technomancer, genau. Die will ich ja jetzt links Fuß geben. Ich könnte die erstmal eine Aurora-Kadettenjacke holen, natürlich. Das ist aber gar nicht mal. Wo ist da weniger Slots? Das wäre die Sache. Entschuldigung, gucke ich doch erstmal die Aurora-Kadettenjacke. Einmal gekauft. So, was hat er jetzt hier? Er hat ja eine Kadettenhose. Eine Kadettenhose, muss man sagen. Eine Aurora Technomancer Hose. Die hole ich dann noch. Gegebenenfalls kann man sich natürlich auch Technomancer Schneefeen holen. Brauche jetzt aber nicht unbedingt meiner Meinung nach. Bei den Waffen weiß ich jetzt nicht, ob ich wieder für eine schwere Präzisionspistole soll. Schon zur Unterbrechung geht da 20 hoch. Dafür ist natürlich Abkühlungsgeschwindigkeit geringer. Der Schaden auch von 2 erhöht. Kritische Trefferrate. Ich will erst einen Kupferweg in den Stab holen. Ich glaube, ich will erst den Stab. Dann vielleicht noch das Sichermesser. So, jetzt bin ich wieder pleite. Pleite! Ja. So, Andrew. Ran hier. Kriegst du was? Nehme ich. Das natürlich nicht. Das da. Genau. Sieht so gar nicht mal so schlecht aus. Das natürlich bei ihm nicht so runter geht, aber ja.
Das ist was ich jetzt etwas seltsam fand. 26 macht das. Das ist immer 32 natürlich wegen den Bluff-Seiten, mit denen ich den spiele. Sehr wahrscheinlich zumindest. Glaube ich. Das ist wieder Technomancer Hose. Zack. Ist auch ganz gut. Sieht auch aus wie ein richtiger Technomancer. The most exotic. Gedrückt. Ja, okay, die sind schlechter. Das würde ich jetzt eigentlich nur wissen. Sind die schlechter oder nicht schlechter? Die sind schlechter. Jetzt muss ich allerdings langsam mal wirklich anfangen, Sachen so zu verkaufen. Zum Beispiel die schwere ASC. Oder schwere Jacke eines ASC-Spions. Das nicht, weil ich daraus mehr Zeugs bekomme. Ich will erstmal diese leichte Soldatenbrustplatte. Ich glaube erstmal die. So. Erst für die schweren Handwerkerhemden kann man natürlich auch verkaufen, wie ich finde. Von den Soldatenuniformen kann man auch 2 mal verkaufen. So. Hier. Gut, die Uniformhosen geben jetzt nicht so viel bisher. Aber ein wenig davon kann man ja bekommen, zumindest. So, der ist die Soldatenstulpen. Die habe ich momentan ein bisschen an. Ja. Lass mich durch. So. Ich weiß, man soll sich ja hier auch Soldaten. Soll man sich doch holen, Uniformen, irgendwas. Offiziersuniform für die Überflussung und das Ausrüsten. Das ist ja gut, dass ich die eine Offiziersuniform, glaube ich, noch habe. Ne, wir haben eine Soldatenuniform, keine Offiziersuniform. Okay, interessant. Dachte, ich hatte die Nexus-Uniform. Da jetzt hin? Ich bin jetzt etwas verwirrt. Da komme ich da hoch, okay. Oh, da ist was, was ich machen kann. Nämlich mal kurz umziehen. Zack. Ich weiß, der Helm sieht jetzt nicht so toll aus. Also, was soll ich denn sonst damit kommen? Na gut, man könnte natürlich wirklich diesen. Was ist die Erfassungsbrille? Ich könnte natürlich auch das hier nehmen. Pilotenhemd-Visier, wie würde der denn aussehen? Okay, nein. Sieht fast schon aus wie so ein Motorradhelm aus. Der angenommen ist Battleground. Oh. Jedenfalls kann ich natürlich auch Chefface-Helm nehmen. Wenn mir allerdings keinen Widerstand gegen Unterbrechung gibt, dafür natürlich Widerstand gegen Elektrizität. Und ein bisschen mehr. Achso, Moment. Das haben wir auch keinen Widerstand gegen. Achso, doch, das haben wir Widerstand gegen Elektrizität so. Okay. Ich kann natürlich, wie gesagt, auch Chefface-Helm nehmen. Ich glaube, ich nehme auch den Helm von Chefface. Der passt einigermaßen, sag ich mal. Nicht extremst, aber ein bisschen. So immer. So immer. Das kann ja schon fast irgendwie weg, aber. Ich bin da natürlich damit im Wind. So. Jetzt gehen wir erstmal den Kaiser wechseln. Wir tauschen wir jetzt aus. Wir tauschen jetzt N2 aus gegen. Vielleicht sogar gegen Amelia. Und ich sogar gegen Amelia. Hey, Zach, I know you're busy and all, thousands of things on your plate, but that man I told you about, the one who got me deported, I want to go see him. I understand. That man seems to be a real scumbag. I'll help you find him. Thank you, Zach. N2. Muss der da erstmal raus?
das Vori-Lagerhaus in Ophir. Oh. Das kenne ich schon. Ja. Ich will immer warum das Ding eingelassen. Nur Schaum verschwindet. Wie gesagt, das finde ich sehr interessant. Jetzt. Ich habe mit dir schon über die Gefährten geredet, oder? Ja, hab ich, glaube ich. Da ist jetzt, nee, da ist nicht mit. Da sind. Mit einem Arm. Mit einer Armprothese. Das sieht jetzt wirklich aus wie so ein Mr. Aurora Technomancer. Was ich jetzt noch machen will, ist zum Beispiel. Will ich ihr gegebenenfalls noch neue Ausrüstung geben? Was trägt sie denn eigentlich? Auch ein schweres Noctis Räuberhemd. Okay, das sieht. Moment. Sonne. Sonne, Mond und Sterne. Schon gegen Unterbrechung hat das natürlich. Das sieht natürlich jetzt nicht zu schlecht aus. Zählt dafür kein Widerstand gegen Gift. Gut. Einiges mehr Widerstand gegen Unterbrechung. Ich meine, diese Datenlieferung würde ich jetzt nicht geben. Das würde hier jetzt wirklich gar nicht stehen. Ich glaube allerdings, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das Scherenjacke eines ASC-Spions. Das hier. Natürlich, das geht natürlich auch. Aber. Finde ich das hier dann doch irgendwie momentan besser. Ist das eine langsame Unterbrechungspistole? Okay. Sehe ich die eigentlich gar nicht, hat sie gar nicht gezogen. Sieht aus, als so eng beieinander stehen müssen. Also. Finde ich nicht so toll. Gut, jetzt nochmal Nische. Genau, ja, dann lasse ich sie erstmal die Pistole haben. Warte, Moment. Was hat sie denn eigentlich schon davon? Okay. Ja, das Lichtschirmmesser natürlich besser. So sieht das Lichtschirmmesser aus. Dann gebe ich ihr das mal. Das passt meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht zu ihr. Sie hat dann eine Räuberhose. Natürlich wären die ESC-Beinschienen auch besser, insgesamt gesehen. Wenn man sich das hier anschaut. Was die Schuhe angeht, sehr noch die Räuberstreifen an. Ja, die Arbeiterschuhe, oder ich gebe ihr da einfach mal. ESC-Beinschienen, ist doch schön mit euch. Dann reicht jetzt erstmal den Arbeiterschuhen. So. Das sieht dann nämlich schon besser aus. Ich weiß, sie sieht jetzt quasi voll wie so eine ASC-Spionin aus, allerdings habe momentan einfach noch nichts Besseres, sage ich mal, mit. Ja, was gebe ich hier da? Das ist natürlich jetzt so die Frage. Brille? Gangsterkapuze? Brille, Erkundung, das würde nicht sehr viel sag ich mal. Das gebe ich ja da einfach erstmal nichts. So. Ja. Also ich weiß, das Räuberzeugs würde vielleicht wirklich besser aussehen.
Allerdings finde ich dann doch erstmal das, was wir hier jetzt so. Sieht auch nicht schlecht aus, dieses weiße Zeug. Das ESC-Zeugs. Das werden wir auch noch gleich aufwerten, das ESC-Zeugs. Da ist eine Werkbank. Hübsch. Ja, das mit dem Kupfer umwickelten Stab ist, ich würde sagen, gegeben. Ich meine, gut, das gibt nicht so viel Unterbrechung, merke ich gerade. Das ist jetzt natürlich die Frage, will ich Unterbrechung haben oder will ich eher mehr Schaden haben oder so etwas. Gegebenenfalls kann ich natürlich auch noch einen Unterbrechungsupgrade aufmachen. Packen. Also ein Schadensupgrade natürlich auch. Unterbrechungsupgrade würde natürlich auch gehen. Das sieht ja natürlich cool aus, finde ich jetzt gerade das hier. Sieht natürlich auch cool aus. Ich glaube, ich mache da. Ich mache hier so diese beiden Schadensupgrades. Stufe 2. Zack. Mache ich hier dann doch eher noch einen der kritischen Treppen. Ja. So. Nice. So, das hier kann er jetzt gegebenenfalls einfach schon ausrüsten. Würde ich jetzt dann sagen. Aber das hier recyceln. Zack, haben wir ein paar Komponente. Komm. So, die Nietenkeule braucht keiner von uns mehr. Bis jetzt braucht eigentlich auch keine Nietenkeule, aber momentan kann ich nichts anderes ausrüsten. Ich weiß nicht, zeigt das jetzt auch die Axt an, die so, Ento trägt ja gar. Ah ja, okay. Dann kann ich natürlich einer davon für beide davon. So sieht so aus. Relevant tue ich das mal verwenden. Ich weiß, wer das Zeug verwendet. Ah. Hätte ich das vielleicht noch nicht unbedingt machen sollen. Na gut, jetzt ist es zu spät. Eine der Hochraumpistolen. Genau, das ist auch diese hier. Kann man doch nicht weghauen. Die hier. Eben Dingsbums. Mach ich auch erstmal kaputt. So. Das hier weiß ich gerade gar nicht, ob man das irgendwann mal wieder bekommt. Das Leder, ein gutes Metall würde mir das geben. Das finde ich nicht schlecht. Habe ich das jetzt mal wiederverwertet, weil es verkauft, wobei ich gesehen habe, dass das ganz schön viel Wert gehabt hätte. So. Die Arbeiterhose, ja, die kann man nicht verkaufen. Eine Soldatenuniformhose kann man auch nicht verkaufen. Die Hinterhose, was heißt verkaufen? Ich meine natürlich recyceln. Das kann man dann mal auch recyceln. Echt lieber für Soldatenuniform. Das sagt auch mal. Das Noctis Räuberhemd, ja, das zeige ich jetzt auch. Zack. Die Handwerker, also das Handwerkerhemd ist schwerer. Nicht. Schwere Noctis Räuberhemd. Ja, das recyceln wir jetzt. Gutes Metall wieder bekommen. Das ist nicht schlecht. Eine für Soldatenuniform. Recyceln wir auch. Das Hänserhemd. Ich meine natürlich, es gibt uns Charisma, aber ich dachte, wir hätten noch was anderes, was es Charisma gibt. Aber leider doch nicht, okay. Wir behalten wir das erstmal. Die Jacke hier können wir auch recyceln. Soldatenhelm hier noch nicht unbedingt. Eine der Schweißermasken können wir recyceln. Genau. Die Brille. Die sieht nicht so toll aus, die recycle ich jetzt auch mal. Die ist ja kaputt, weil die ist eigentlich auch recyceln. Nicht geklappt. Die Schutzkappe. Die hebe ich erstmal noch auf.
So, die Räuberhose, wie zeige ich jetzt auch wieder. Die Soldatenuniformhose noch nicht. Die Räuberstülpen, die zeige ich aber auch. Zack. So, damit hätten wir jetzt, glaube ich, schon fast alles recycelt, was ich recyceln hatte. Oh, ich bin mal bei 348. Wie kann das denn so gehen? Ja. Aber dafür können wir jetzt jemand anderen mitnehmen als Phobos. Das ist eigentlich das, was ich im Sinn hatte. Wen will ich mitnehmen, ist das wiederum vielleicht die Frage. Wenn ich Phobos nicht mitnehmen will, ich könnte entweder Entro noch mitnehmen. Oder ich nehme Amelia Reacher mit. Damit sie vielleicht irgendwie ein wenig Vertrauen mehr gewinnt. Deshalb nehme ich die auch mal zu. So. Soll ich das aufstoßen? Eine Technikerjacke. Ja gut. Eigentlich brauchst du ja das. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Dass ich das aufgehoben habe. Jetzt ist auch mal die Soldatenuniform. Das komme ich noch besser dazu. Ich musste jetzt erstmal die Arbeiterschuhe tragen. Statt den Soldatenschild würde ich ihr den Stachelschild geben. Warum hat sie so wenig Stärke? Nö. Kämpft sie schon in dem Stil, aber sie hat noch so wenig Stärke? Moment. Was sind ihre Attribute? Frage ich mich jetzt gerade. Zachariah. What? Stufe 1? Ausdauer? Ne? Okay. Falls du dich gerade fragst, warum bin ich verwirrt? Ja, Stufe 1? Ja, Stufe 1? Gut. Das ist wieder der Pilotenhelm, mit dem sie doch eigentlich gerade passt. Das ist eine Pilotin. What? Warum ist die verdammt nochmal Stufe 1? Brechung oder physischer Schutz? Ich glaube, jemand hat Brechung. Ich habe das noch besser gefunden. Den Schild. Ich kann es auf jeden Fall recyceln. So, den Stachelschild, der kriegt jetzt im Zentrum. Kann man nur das Zentrum nehmen? Ja, okay. Kriegt er da jetzt, kein direktes Schaden-Upgrade, allerdings vielleicht ein Crit-Upgrade. Ja, Crit-Upgrade kriegt er auch. Schick. Kann natürlich noch ihre Nietenquelle aufwerten, aber eigentlich hätte ich ja eher daran gedacht, dass die vielleicht mal irgendwann dann was Neues bekommt. Das wird sich fragen, ich frage mich immer noch, warum sie Stufe 1 ist. Why? Why? Welcome, welcome. What's your pleasure? What are you looking for? Did you hear about that mutant who got lynched? I want to know who did it. I see. But why do you think I would know anything about it?
You know what goes on in that neighborhood like any merchant should. And you don't think that this kind of story is bad for business? The mutants are furious. You really want them to turn the whole city upside down in order to find the culprit? You're not wrong. I guess that we'd better turn in the culprits and be done with it. It's a gang of fanatics from the temple that lynched that poor guy. It was awful. Why didn't you do anything then? It was an angry crowd, and I mean, I have nothing against mutants, of course, but... A spine like a jellyfish, but it walks like a human. Thanks for the information, I guess. Okay. Hat er eigentlich schon recht, der gute Zechariah. Das sind die Fanatiker da oben. Muss ich jetzt irgendwie hin? Komm. Die weiß ich jetzt nicht genau. Muss ich mal schauen. Ja. Ach, natürlich hier. Über die Treppe geht's einfach. Geht das relativ einfach. Ja, ich habe jetzt, also ich kann trotzdem auch nicht so viel fragen. Okay. Ja. Dank. Guten Dank. Jetzt kann ich, glaube ich, hier noch weit rechts sein. Ja, jetzt. Gentlemen, you are responsible for an awful crime. It's pointless to try to deny it. Several witnesses saw you. You didn't even try to be discreet. We didn't have to hide. We're carrying out a divine mission, and nobody will prevent us from doing so. Not even you. Come on, guys! For the shadow! Hey! That guy! Stop by the shadow. Stop! Yes. Yes. We killed the soulless mutant. But who cares? They gave their souls to the sun and betrayed the shadow. And their horrid forms became punishment. Why does it concern you? Whatever your superstitions, over here, mutants are free. And believe me, when they learn that you're behind all this, I wouldn't bet that you'll get out of this alive. No, no! I beseech you, don't tell them. Think about the turmoil it will create in the city, the riots. How about raising their doubts over something else? You would be rewarded. Wahrscheinlich bei... Genau. Aber gut, das hat man geschafft. Bin ich erstmal zu ihm, der hat immer auch noch für mich. Der Digga. Repent! We won't have access to the Blue Paradise so long as we are not all absolved of our sins. You came here to wash your soul? I had something else in mind. Could you tell me more about your sect? I can talk about it for hours, even days. A few minutes should be enough. All right. How can I sum up faith? All the truth contained in this world in a few words. I have to bring myself down to my followers' level. I'll skip the beginning of the story. Let's start with the settlers' arrival. So the settlers had challenged Sun by coming to this planet, by leaving heaven to come down to this hell. So he decided to destroy every source of life on Mars. His wrath was terrible. He unleashed a cataclysm that engulfed the world in a dust cloud.
He probably would have wiped out every one of us if his son hadn't taken mercy on us and bestowed the blessing of his shadow. And it is in that shadow where the real men stayed, whereas the others, who thought they could withstand the Lord's vengeful eye, saw their features change forever. They became beasts and lost their soul. Today, we endlessly beg the Lord to reconcile with his son and agree to live in harmony with us, that his eye becomes tender again and no longer burns. I think I've heard enough. Everyone knows that story. I was hoping there might be something different, but no. I'm looking for some work. Would you happen to have anything for me? It is the Shadow who has sent you. I am looking for new worship objects for my followers, and there are relics, benign traces of those who used to live in the canyons around the city, in the ruins of splendid cities. I would have gone there myself on my knees as if it were a holy pilgrimage, but that horrible place is teeming with disgusting creatures and ruthless thieves. You want me to get the relics for you then? All right, I'll see what I can do. Even though I have some doubts regarding those splendid cities. Only a few dwellings there. Verlegte in der... War das Marinere? Sorry, pal, can't go through. Priest ordered us to let no one through. No one includes you. Schau, da kann ich mal nicht durch. Jetzt gehe ich runter. Ja, Mutants dann gleich. Technomancer. Ich weiß gar nicht mal, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ist das? Das kann ich. Ich speichere jetzt hier übrigens auch bei der Karawane bei. Das kann ich mal nachgucken. Das ist doch schon fast 3 Stunden. Junge, Junge, Junge. Werde ich vielleicht sogar gar nicht mal mehr so viel machen. Also, die geschrieben haben, das geht nur 20 oder 30 Stunden, das stimmt nicht so wirklich. Finde ich zumindest im Moment. Man hat doch mehr als genug, Zeugs. Hey there. What do you want, human? You said there was a lynching. Tell me about it. Maybe I could help. The last time a man helped a mutant. Who were these? It was... Not all Hey there. What do you want? Regarding the investigation you asked me to do. Did you find anything? Who killed our brother? Listen, you were right. It's the gang of fanatics that's behind this murder. But you shouldn't seek vengeance. I know that it's hard to hear, but you're gonna start a riot in town, and innocent people will get hurt, maybe killed. Listen, man, you look straight. And I thank you for turning in the culprits. But when it comes to the rest, forget it. It's not your business. You're not a mutant. We're gonna make those scumbags pay, and that's that. Your help has been appreciated. And I see that there are exceptions to the selfishness that pervades most of your kind. We will get your vehicle, but it will take some time. We can only work at night, and the ostriches will have a hard time with such a large machine. We should have it back within 12 hours for you. Okay. Interessanterweise, ja, konnten wir ihn leider nicht überreden. Ich überlege, es sichert dennoch. Das hoffe ich zumindest. Astrologie. Herr Großmeister. Jetzt mal Blüten. Direkte, ja, das Marineres. Das Uri-Lagerhaus in Ophir. Ein gefundener Freund haben wir natürlich auch fertig. Arena-Champion. Und für den Buchmacher der Arena. Ja, befreien die Händler und so weiter. Also die Händler müssen wir eigentlich gar nicht mehr befreien, ne? Dass die Offiziersuniform ausrüsten und jetzt will ich eigentlich wieder. Oh.
fucking hope they know it. They'd better give it back to me without a scratch. I mean, with no more scratches than it already has. Otherwise, I'll make them eat their fucking ostriches. After all, it is their fault. Alles klar. Wird schon Tür auf. Das ist groß. Wird schon 2. Super. Ja, ich weiß, es wundert euch vielleicht, dass ich die ganze Zeit schnell speichere, aber so mache ich das. Nicht ein wenig vorsichtig, sage ich mal. Ist ja jetzt sogar nachts. Hätte man jetzt natürlich rausgehen können, aber ich weiß nicht, ob ich noch später Hey! Hey, mister! You got a minute? I need to ask you something. Gleich. Also kündige ich noch ein wenig. Jetzt habe ich Zeit. You Befreiungsaktion? You are, aren't you? You're helping out the merchant prince, right? I guess. Yeah, what's going on? I don't. My partner died a few days ago. Got sick, just all of a sudden. A lot of folks catching it, but no one cares now because it's only killing refugees. They don't care about us or what's causing it. They don't care that we all seem to be catching it. Sick and dead everywhere, everywhere. No remedy or nothing. Only one who seems to care or help is that preacher son. But he can't heal everyone. He's just one fella. Preacher's son healing the sick. Sure enough. Boy's known for performing miracles. I ain't religious, even less now that my heart, my soul, my love was taken. So I don't know if it's true. Just telling you what I've heard. Don't believe in miracles. Never have. It's medicine for the motherfucking meek. God, this city sucks. But we're gonna save these people, huh, Zach? We're gonna kill that little pox son of a bitch. And then fuck it. In the ass. We gotta find what's causing this disease and get a cure real quick. No one around here has much, and now they're even losing their lives. You gotta help us. I'll see what I can do. Das war jetzt krass. Das ist jetzt wirklich ganz What were schön. your wife's symptoms? I don't know. I ain't a doctor, but a lot of stomach stuff, cramps, throwing up, just pain everywhere. She was even starting to see stuff that wasn't there. Talking crazy. It was awful. What about everyone else who's sick? Most are poor like us, around the neighborhood of the gates. Left the corporations with nothing. Arrived here with nothing. Now they're dying because they can't even afford a doctor. Let me go talk to other refugees and see what I can find. Thank you, Mr. Mancer. Hi, Zach. How are you? Hello, Amelia. I'm fine, thanks. Okay, das geht nicht. Da gibt nichts Neues. Ist eigentlich mein Stab ausgerüstet? Nein. So, jetzt habe ich ihn ausgerüstet. Kann ich den auch Endlo damit weitergeben. Nicht, weil ich sparen soll. Eieiei, das ist wirklich alles hier ganz schön verschafft. Okay. Oh, eine Truhe. Das ist verschlossen. Gebet. Also eigentlich gar nicht mal so schlechtes RP, aber wie gesagt, ist ein RPG. Aber wie gesagt, ist eben dann auch bitteres Budget. Deshalb, ja. Muss ich eben teilweise mit Triple 18 verbessern, zumindest bei den Testzone, sage ich jetzt mal. Das ist beispielsweise Door's locked from the other side. Guess we're going around.
schon viel, was man wirklich holen kann. Ist doch gar nicht nur das ganze Schrottzeug, aber die ganze Zeit noch Gewicht hat. Ja, hat es. Okay. Das heißt, wir müssen mehr Zeugs craften eigentlich. Das war überhaupt ausstoßen. Das ist schon mal was vergessen als was? Wir haben sonst noch was? Firebox, der. Wieso nicht? Hier dachte ich mir, dass es da auch sein kann. Ist nicht der Fall. Okay, jetzt muss ich erstmal die Technomancer aus. Ist da nicht eigentlich einen schnelleren Weg? Oh, dann können wir erstmal mit jemandem reden. Okay, dann machen wir das erstmal als nächstes. Muss ich für diese Sekundäraufgabe verstehen. Hey, let me ask you a few questions. Sure. Why not? What do you want to know? You know the man beside you? Of course. He's a friend. How you feeling? Oh, I don't know. Fine, I guess. All things considered. I don't think I'm sick right now, but I've been real tired looking after him. Don't sleep so well lately because of it. What's he been up to since he came to knock this? Well, we haven't been here for too long now. No steady work and no serum. So what he'd do is the odd jobs here and there when he could find them. Same as most of the rest of us. We all sleep in here. Hang around the city the rest of the day, that's about all of it. Not much else to tell, honestly. Think he could have eaten something that made him sick? Maybe. I don't really know. He's been eating a lot from the community soup, I know that. You haven't? Well, I woulda, but first time I gone there, I got in an argument with the religious fellow that runs it. About religious things and such, you know? So, I don't go back. Not really welcome. Found other ways to stay fed. Thank you. Sure enough. You're welcome. Gonna take him to the preacher's son soon. Here he's been healing folks left and right. Hi. Hi. Oh, my stomach. Oh, my stomach. I'm trying to figure out what's making everyone sick. Can I grab a blood sample from you? It'd help a lot. Yeah. If it helps find a cure. Take all you want. Ah. I should be able to use this to see what's making all those people sick. Better find Scott. He'll be able to run all the tests I need. Ja, Scott. Was sollten wir lieber zu Scott gehen, wirklich? Ist das ja der Sohn des Predigers, der dort? Besides guiding the faith of my father's flock, I am in charge of providing the community soup. A blessed job. Why so blessed? It's an honor to care for the countless newcomers to the city who, upon arriving, cannot even buy themselves food. The community soup is free for them and all those in need, with the help of donations. As a refugee yourself, I'm sure you see how great such charity is, how important it is for the survival of your fellow countrymen. Perhaps you would like to make a contribution. Maybe I should just take a look around, yeah? Of course, feel free. Just remember, a little donation goes a long way. Achso, der hat sich ja erstmal freundlich angehört, aber jetzt.
Zachariah! This is a sample of a sick man's blood. Can you analyze it for me? I don't see why not. Unless it's some special sort of unanalyzable plasma, the likes I've never encountered before. Like that sandwich I ate earlier. And like anything I've ever... I digress. Yes, the analysis. I will get right to it. Here we go. Oh, yes. Oh, whoever gave this blood. I cannot imagine the pain he must be in with this level of arsenic. If he doesn't stop eating it, Zachariah, he will die. Tell him that. And give him a decoction of Allium Martis. A great antidote for such poisoning. Das dachte ich mir jetzt irgendwie schon, dass die vergiftet wurden. Was für ein irrer Kerl. Ist ja cool, dass man auch die Möglichkeit hat, das dann selbst zu analysieren, wenn man jetzt schon nicht gegangen ist. So kann ich jetzt zu den Scott-fähigen Kommentaren wirklich gehen. You work here? Yep, I help cook. You eat here too? Yes, of course. But only a little. I have a weak stomach, so I don't eat everything that's offered. Why? I'm sure you've heard about all the refugees getting sick. There's a chance it's coming from your food. Oh, my. I couldn't imagine how. I just take what they give me and cook the dishes how I'm told. That's all. I don't add anything. So the disease must be coming from somewhere else. Who gives you the food? Well, I mean, it all comes from the parents' donations given to the preacher's family. Real good people, you know. They can't have anything to do with it. Their son actually heals the sick. So don't go pointing the finger at them, you hear me? It ain't in the food that's making people sick. I'll tell you that. Let's analyze this and end the mystery. Let's find out the killer ingredient in this soup. Better find Scott. He'll be able to run all the tests I need. Erstmal selbst versuchen und dann nicht geschafft. Ich soll das zu Scott gehen. Idee. Ich meine, bis der Woche wieder da ist, haben wir sowieso noch Zeit genug. Zachariah, you look good. Better than I. As if that was hard to accomplish. Here's a sample of the community soup the refugees are eating. Need to know if it's got arsenic in it. I don't like soup, Zachariah. It makes me sweat when I eat it. Unless it's cold soup. And even then, I don't like it. Never trust a man who eats or makes soup. That's a fact. Maybe you could just put that back to test with a little science? Actual experimentation on the sample? Fine. Just as I said. And yet another reason to hate soup. It's laced with garbage like arsenic. Who would feed such a dish to the poor, Zachariah? Tell me that. Alles klar. Prediger. Das muss ja aufhören. Paladin, ich meine Technomancer, Sequoia angegangen. What the hell would possess you to poison all those refugees? What did they ever do to you to deserve that? Have you ever been adored by people? How generous they can be when you save their lives. When they believe that you healed them, they flocked to my father's temple. Why wouldn't I have done it? Because people died, and a lot are still suffering. You're pathetic. Maybe so. But better to be disgusting than stupid. I knew you'd be coming around sooner or later, so I loaded up with bodyguards. Do what I'm paying you for! Kill him! Stop! No, stop! Stop! I'm rich! Everyone respects my father in Noctis.
Let me live, and he will pay you all the serum you could ever want. I'm not gonna kill you. Enough people have died already. What you're gonna do is give the antidote to every refugee you made sick, and never go within a block of that community soup again. We clear? Yes, of course. Sure. Antidote for everyone, yeah, and I promise not to do anything like that ever again. How stupid, I swear. Thank you. Don't thank me. I already regret not making you pay dearly. Ja, aber erhöht wenigstens das Karma und ja. Ich glaube, so hätte auch eher ein Technomancer gehandelt. Die Monster. Ja, hat ja der Sean Manson, ja, mir so beigebracht. Das Leben auf dem Maus So, ist you find a cure yet? I did. Except it's an antidote, not a vaccine. You'll find stocks of the plant that will help you heal everyone in the preacher's son's neighborhood. It's all over now. Don't worry. Thank you, Mr. Mancer. Thank you so very much. Serum, Noctis, Urteil. Dauer ist eine Erfahrung, oder? So, jetzt gehe ich noch mit zum goldenen Abschluss, sage ich mal. Wo gehe ich dahin? Zum Werbung. Monster. Den der so viel gar nicht kennen. Wie der so taub ist. Kann man nicht mal mehr mit ihm reden. So ist das nur. Ich weiß, die Aufgabe von Amelia, ich einfach gerne auch sehen, allerdings, das hat noch ein wenig Zeit, sage ich jetzt mal. Zack. So, erstmal hier, oder? Tada! Kann ich mit denen alle reden? Nee, ich wollte nicht meinen. Den kann man also nicht reden. Mit einem von denen zumindest. Hey, Brad. Zachariah, how's the hunting? I've got your last specimen. At last! Glands of the infamous Locusta tempestatus. Fantastic. My thanks are endless. Tell me, how was its behavior? You're welcome. Its behavior, well, it looked like it was absorbing electrical power that made it stronger. You don't say. Fascinating. Might you be willing to make some more collections while I study these? If so, the black mole would be quite a catch. It's been known to dwell in the canyons surrounding Noctis. I'll see what I can do. Ja. Das ist natürlich immer so was relativ Einfaches, sage ich jetzt mal. Mit dem Dingsbums-Teil, also dem Maulwurf. Warte mal, was? Achso, der Rover ist natürlich jetzt Rover. Jetzt kann man so gleich dann Dollar informieren, dass der Rover zurückgekommen ist. Das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Hier Schuss ermöglicht dem Händler einen schnelleren Zugang am Profi. Eine Technomancer. Naja, jetzt können wir mit der Dollar eben reden. Und mit den Mutanten müssen wir gar nicht mal reden, okay. Aber jetzt gehe ich erstmal zum Melvin. Zachariah, I've got something I need to ask you. Zachariah, I am glad to see you. What you did, what you risked for us, no one will ever forget. We lost many, and for that, we are mourning. But we can at least celebrate that because of you, the Order has not disappeared. We're brothers and sisters. We stand together. Yes, and others have joined us too, you know. The merchants spread the word to those who are still in hiding. But for those non-initiated and those who passed, we are all here.
Did the Great Master manage to tell or give you anything before he passed? Before his sacrifice? He told me to watch over the Order. Gave me a tablet. He'd managed to translate the text of the relic I'd brought back from an excavation in Aurora. And what did it say? It talks about an important research base, the largest the settlers ever built on Mars, one that was in contact with Earth. It had a beacon. Unfortunately, it didn't say where the base was, only the location of a smaller dome that housed some of the larger base's scientists. Then we must find it. Oh, I can feel it, Zachariah. We are so close to contacting Earth again. Maybe, but I have the feeling we're not the only ones who know about it, though. Thanks to Alan, the ASC might have gotten their hands on the tablet while the Great Master was being held. Alan? How could he betray our order? We have to beat the ASC to that dome. What can I do to help? Dozens of Technomancers have spent years trying to re-establish contact with Earth. What can you tell me about that? Well, first, that search has been stalled for years. At the beginning, of course, we collected anything relating to the settlers. Most of the relics, though, turned out to be just simple tools. The wars and our inability to travel out of our infrastructure had all but squashed the opportunity to explore. This is the first time that we have been freed of our yokes, free to explore again. What limits our work, though, is that few of us can read the settlers' secret writings. A gift, I believe, only the Great Master had. And with the most important knowledge having been written in that language, what we know, though, is that there is, in fact, an intact beacon somewhere. That there are still many undiscovered sites, and now today, with you, we have a hope again to find it. Okay. Versuch nach der verschollenen Kuppel. Warte, bis der Rover repariert ist. Greetings, Zachariah. Everybody settled in? We are, Zachariah, yes. There's something on your mind, isn't there? That obvious? The Great Master asked me to look after everyone. Having the unconditional support of everyone would help me a lot. Don't know how to pull that together, though. We're a family, Zachariah. You'll always have our support. You're looking to become a Great Master, though. That's different. There are some who obviously will question your abilities to hold that position. It's not personal. You did tremendous things for us, Zachariah. You did. But not everyone knows you well enough. You're young, inexperienced, and while your talent speaks for itself, I have a feeling some will want to put those talents to the test before supporting you. My suggestion would be this. Find the most influential masters. I'm sure they'll have questions. Satisfy their expectations, and I believe nothing can stand in your way. And I'll go see them. Greetings, Zachariah. So. Mit Technomancer Meister reden, steht da. Deshalb dachte ich jetzt, man kann ich ansprechen. Achso, okay. Hi. Melvin told me to find you. Ah, so you're the one who's hoping to be our great master. You're so young. Not that it diminishes the possibility, but to be worthy of such a role, one must have extensive knowledge of the settlers and Earth. Without that, how could you possibly lead us? I agree. So why not test my knowledge? Fair enough. An easy question. What is the name of the celestial body closest to Earth? And what percentage of the beautiful blue Earth is covered in water? Fuck. Ich glaube aber 71%. The name of the mythical first man to enter space. What was it? Legend has it that he was an ancestor of the first Reachers, if you believe such tales. Ach du Scheiße. Sorry. Soll ich jetzt wirklich nicht? Interesting. I believe 3 correct answers is good enough for me. I will ask one last question. The name of the first machine the Earthlings sent
flying over our planet. What? Meine Güte. That is less than inspiring. You only answered one of the questions correctly. That you would think yourself worthy of leading is unfortunate. I think it could be catastrophic. I'm sorry, I can't support you. Soll dahingehend, ja. Schnee. Hi. Mel? Ah, so you're the one. I agree. Fair enough. What is it? And what percent? The name of the mythical first man to enter space. Interesting. That is less than inspiring. What? Hi. Ah, so I agree. fair enough. Jetzt bin And ich what? hier. The name of the Interesting. Yes, you know much. Not all, but a lot. You must have been a conscientious student, but still too young to have the required knowledge. As such, my support is not something you can obtain. I'm sorry. Hi. Ah, I agree. fair enough. And what the name of the Interesting. Yes, you know much. Not all. Hi. Ah, so I agree. fair enough. Okay, das finde ich jetzt seltsam. And what percent? The name of the Interesting. Yes, you know. Hi. Ah, so I agree. fair enough. And Sorry, dass ich what das jetzt hier percent? alles durchprobiere, aber... The name of the Interesting. Yes, Ich habe jetzt was Falsches gemacht. Hi. Ah, I agree. fair enough. And what? The name. Interesting. You're indeed well versed in astronomy, a rare quality in one so young. Perhaps there lies within you a strong link to Earth. Either way, it is an excellent sign of your potential to lead. You have my support. Okay. Okay, das war jetzt allerdings ein wenig... Ja. Bescheid. Hey there. Melvin already told me you want to become our great master. I have no problem with it, but you'll have to prove you know how to fight first. Show me what you've got. Hell of a fighter. Wasn't expecting that. How could I not give you my support after that? It'd be nice to have a great master who knows how to make some blood flow. Alles klar. Was sagt der Großmeister mal? Hey there. Ah, a man who hopes to rise from lieutenant to the ranks of great master. I'll be honest. I'd back you simply from what you've already done for us. To me, you've already proven your courage and leadership. But a great master also needs to take care of the logistics, like the equipment, keeping them working, upgrading them, and alright, I'll cut to the chase. I actually just want a better staff. So, in short, if I give you my staff, you get it upgraded. After, you'll have my support. Deal? let me see what I can do. Finde ich das einer der ja bisher mit am schwierigsten, um ehrlich zu sein.
Technomancer starten. Kann ich auswählen? Ah, ich weiß, was das sein wird. Okay. Moment. Handwerk. Geschafft. Also das mit dem Kampf war relativ einfach, wie ich finde. Das ist ein Upgrade. Naja, wenn man sich auf Handwerken spezialisiert, auch recht einfach. Das andere war schwerer mit den Fragen, wirklich. Das ist jetzt eigentlich irgendwie nicht mehr. Eigentlich hätte ich da das zweite noch. You do nice work. Much more balanced. I guess you can call this my better staff. Get it? My better staff? Good thing that getting my humor isn't a prerequisite for my support. I'd be happy to see you as Great Master. Sehr gut. Hello, Zachariah. Word is that you aim to become our next great master. Please, take no offense, but it is my belief that you are far too inexperienced for such a monumental task. Enthusiasm you have, and strength. But look at the state of us. Our order is chaotic. Whoever leads us must have perfected our rites, that he might initiate our new Technomancers properly in our ways. Then test me. Let my knowledge speak for itself. So let it be. We are, as Technomancers, connected by a secret that we all learned the same way. Tell me, who were the protagonists of the message you saw? And what was the object the Great Master gave you during the ceremony? And what two oaths does the initiate recite to end the ceremony? Steht das Geheimnis zu bauen, ja, und Technomancer zu schützen. Und Technomancer zu machen und das zu verstehen. Zu versuchen, die Erde zu finden. Ich glaube, das war doch eher die Technomancer, die anderen Technomancer zu schützen. Nearly flawless. But nearly and flawless do not belong together. Our rites must remain pristine. Their meaning is deep, and you have not yet mastered them. So unfortunately, I can't support your goal. Das hatte ich jetzt auch so. Ehrlich, wenn ich das jetzt nicht geschafft habe oder gewusst habe, das ist so. Greetings, Zachariah. My congratulations, Great Master Zachariah. The decisions of the other Technomancers was sent to me. Though I wish we could offer you a proper ceremony, we are but a shell of our former selves. Know that all of us, no matter how few, renew our vows before you to preserve the secret and continue to seek the Earth at any cost. I will, if it's your desire, ensure the communication between our brothers, and if you have any mission for us, please, do not hesitate to come see me. Melvin, thank you. Just let me know if anyone gets wind of threats or any sort of information that'll allow us to move forward. Talk to you later. Was soll das ist kein großes Problem, sage ich jetzt mal. Ist eine nächste Stufe aufgestiegen, das ist was Tolles. Leider kein Talentpunkt. Stufe 25 bekommen wir da ein. Und auch was die Attributspunkte angeht, bekommen wir da auch ein. Das ist sehr gut zu wissen. Ich wollte jetzt teilweise schon fast das wieder. Soll ich vielleicht eher das nochmal erhöhen? Tornado könnte ganz gut sein. Erstmal den Schaden hier hoch. Kann ich immer noch das ändern irgendwann mal. So. Ach, da ist eine Truhe. Gut. Teilkomponenten. Schnell speichern. Zack, zack, zack. Das will ich mal mit. Ach, da ist er.
Nein, Andorro. Zachariah, what can I do for you? Okay, das ist mir eigentlich schon alles. I moved the rover for you. If Ophir finds the road in, it won't be because of me. Yes, I already heard. Sorry if the request seemed paranoid. Better safe than sorry. Ja, plus 1 Rede mit Armenien über den Geschehen. Oh, okay. So, just when I thought shit couldn't be worse. Her engine's been blown like a John in a whorehouse. Gonna need some spare parts now. A stator, a thermic regulator, a rotor. With only a few rovers out there, it's not like you can just grab those parts from the nearest merchant. There is one in Ophir, though. He used to have a machine for me from scratch. And I heard there may be someone else here in Noctis who sells them too. However, when it comes to prices, since we don't have abundance of support, it's not the same anymore. It's gonna cost you an arm and a leg, honey. I wouldn't mind seeing you go broke, but there are other options. Let me think. In my shed, I had a replacement stator ready to go. I imagine that the area is closely monitored, but if you manage to sneak in, maybe you could recover it. I also had a delivery waiting. The quartermaster, Ryan Stewart. I imagine he must still have a rotor in his inventory since I'm not there anymore. It won't be easy to get it back, but that's your problem. I go back with Ryan. Know his inventory well. Though with all those soldiers in the barracks, it'll be a tough nut to crack. The final option's a robber I heard of who parts everything he fucking finds. Not a guy I'd want to grab a drink with, but I heard he's got spare rover parts. May have one of the ones we need. And I've heard that he wasn't interested in serum. Maybe you'll have to take chances, who knows? Anyway, it could be a lead. One last thing. I found the tools I'll need. However, I was in such a rush that I forgot to take my serum. I don't have a single drop of it left. And since around here, they don't give away freebies. Here, take this. You will be able to buy your tools. Well done. Wow, this is great. You just have to go get me the parts now. I'll take care of it. The shed, Ryan's inventory, the looter, or if I want to go broke, the merchants. See? I remember everything. Verstehst du Nottingsbums? Die erforderlichen Teile. So, was war das? Wo war's? Nein, Wärmeregler, okay. What's good, Zachariah? Got my parts yet? Keep your pants on. Still working on it. Man kann sich ja sogar mitschleifen, wenn man es so sieht. Für Ersatzteile. Sehr interessant, wie ich finde. Aber ja, jetzt werden wir dann erstmal sehr wahrscheinlich wenn ich jetzt erstmal hier rausgehen. Und dann werden wir vermutlich sehr wahrscheinlich erstmal eine Nebenaufgabe machen, die wir haben. Erstmal die in der Schlucht oder erstmal die dort, weiß ich nicht. Das will ich mal schauen. Aber jetzt mache ich erstmal Schluss. Für den Moment. Also für den Moment. Zumindest mit der Technomancer und dann werde ich schauen, was ich als nächstes streame. Morrowind oder Kyria Chronicles. Weil ich ja teilweise doch eher zu Morrowind tendiere. Aber das werde ich noch sehen. Auf jeden Fall. Das war's erstmal mit dem Technomancer Stream und wir sehen uns dann, ich sag mal, bald, nicht gleich, aber bald, wieder. Also, bis später. Oder eben für die, die dann nicht den nächsten Stream reinschauen. Tschüss.